Hallo, ihr Zuckerschnuten. Heute regieren wir auf Willst du mit mir gehen? Folge 3. Und hiermit herzlich willkommen. Ja, Folge 3 auf Willst du mit mir gehen? Soweit sind wir schon jetzt. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach gleich rein. Bevor wir heute losgehen, heute, Sirene, es ist genau 12 Uhr in Portugal. Jetzt müssen wir kurz abwarten. Soundeffekte, wir sind live. Gehen wir's an, Alter. Ja, so. Ist natürlich wieder ein perfekter Start, gell? Mit der Sirene. Kaffee habe ich heute auch schon vorbereitet. Kaffee. Mein erster. Und ja, Folge 3. Heute, in der dritten Folge, haben wir spezial ein Mann datet 3 Männer. Also hier heute ein bisschen auf der Queer-Seite, was ich sehr geil finde. Ich hoffe, es wird spannend, es wird lustig. Bisschen lustiger als letztes Mal, weil die zweite Folge war jetzt nicht so arg spannend. Wobei das Ende, dass er sich für niemanden entschieden hat, echt, ja, schade war, aber auch überraschend. Genau. Und weil ja heute, meine Haare sind mega nervig und ich habe mir so gedacht, weil wir heute eine Spezialfolge haben, eben ein Spezial, im Endeffekt ist es nicht spezial, aber doch ein Mann mit 3 Männern, haben wir gedacht, ich setze heute meine Surferfrisur auf. Und deswegen, damit wir die Haare nicht stören, mache ich einen Zopf. Ja, ich kann halt noch gar keinen gescheiten, wie sagt man da, ich kann halt noch keinen gescheiten Zopf machen. Meine Haare sind noch zu kurz für einen gescheiten Zopf, deswegen tue ich immer beim Surfen so einen Zopf machen. Schaut ein bisschen lustig aus. Schaut wie ein Baby dann, Alter, gefühlt. Aber ist ja wurscht. Naja. So, muss irgendwie, ich kann das auch nicht, echt nicht gut. So. Passend zur Folge, so schaue ich aus. Und ich würde sagen, schaut geil aus, erzähl mich gerade da, Alter. Geil. Okay. Nicht lange schnacken, sondern machen. Und Herst, ich freue mich jetzt auf die Folge, weil am Freitag kommt schon meine Folge. Ja, und Willst du mit mir gehen, ist schon jetzt bald so ein Ritual geworden, ne, dass wir da das anschauen. Okay, ich starte jetzt einfach mal rein. Ihr kennt das Konzept mittlerweile. Ein Mann geht jetzt mit 3 Männern spazieren in der Reihe. Sie machen verschiedene Challenges. Wenn man die Challenge bestanden hat, bekommt man mehr Zeit. Wenn man sie nicht bestanden hat, bekommt man weniger Zeit. Also dann ist sofort die Entscheidung und ganz am Schluss gibt es eine Überraschung. Ja. Wie geht das? Okay, let's go. So, ich habe keinen Sound. Super. Das So. mitten in die Berg. Zwischen Gipfelkreuz und Gänsehautmomenten werden einige Traumprinzen antanzen, um Christophers Kopf zu verdrehen. Und ich bin die Michelle und begleite Christopher heute. und stehe mit Rat und Tat zur Seite. Heute sucht Christopher den Mann fürs Leben. Kandidaten und Gelegenheiten gibt es dafür genügend. Ob beim kitschigen Dekorieren für das perfekte Foto, Machen wir beide den Schleier. Ah, schau. Hinten oder vorne, ich weiß Das ist nicht. süß. So das selten. Keine Ahnung. beim blinden Der Boden ist Lava spielen Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir machen Huckepack. Huckepack. oder beim Kreuzverhör durch die Schwiegermutter ins Beet. Wirklich Schwiegermutter? Ich glaube, das ist die echte Schwiegermutter. Ah ja. Und ob's funkt, entscheidet wie immer die Frage aller Fragen. Willst du mit mir gehen? Jetzt ruhig anpacken. So, hat leider nicht verpasst wieder, wo es ist. Massage. Man merkt jetzt schon beim Trailer viel mehr Berührung, viel mehr, die öffnen sich viel schneller als jetzt vorher schon. Ne? Also finde ich geil, ich freue mich wirklich auf die Folge. Weil wieder was anderes. Upsala. Willst du mit mir gehen? Let's go. Hallo Christopher. Michelle. Oh, du riechst gut. Vielen lieben Dank. Oh. Glaube ich, gefallen. Ja, hoffentlich. Ich habe mein Bestes gegeben heute. Ja, ich sehe auch deine Wimpern. Sehen Ja, echt danke sehr. sehr speziell aus. Ja, ich versuche ein bisschen mehr zu hören. Christopher 27 im Marketing
in Kosmetikbranche aus Wien. Marketing in Kosmetikbranche. Ja? Dass es mehr ausdrucksstark Köln? ist. Das heißt, du bist in der Kosmetik. Make-up-Szene unterwegs? Ja, ich arbeite im Make-up-Bereich. Ich arbeite im Marketing von einem Kosmetikunternehmen. Deswegen Das heißt, kann ich wenn mich er da... komisch geschminkt ist oder, Kosmetik, Das muss fällt mir man sofort rasieren, oder wenn er gell? einen Glow hat, oder so, okay, ein bisschen abpudern, oder? Nein, nicht ganz so tief drin bin ich nicht. Ich mache wirklich nur das Marketing und so. Es Ja. macht mir super viel Spaß. Aber ich bin jetzt niemand, der sich so Full-Face schminkt zum Beispiel. Wie soll er Ah, ausschauen? Marketing, nur Was Marketing. soll er mitbringen? Was soll er haben? Wie berührt er dich? Ich habe da beim Aussehen, glaube ich, gar nicht so genaue Vorstellungen. Ich bin da für alles offen. Für mich ist im Endeffekt das Wichtigste, dass er mich zum Lachen bringen kann. Das ist Sympathisch. die Qualität, die ich am meisten suche in einem Partner, dass wir einfach gemeinsam Spaß haben können. Weil ich bin so ein Mensch, für mich ist das Glas immer halb voll und ich brauche jemanden an meiner Seite, der das auch so sieht. Und deswegen so ein Pessimisten, das wird vielleicht jetzt nicht ganz so gut passen. Und jemand, der einfach fröhlich dabei ist und lustig ist und sich selbst nicht so ernst nimmt, das wäre so der ideale Partner für mich. Ja, sehr cool. Dann habe ich da vielleicht etwas vorbereitet. Ja, es geht los. Steckbriefe. Also, Lukas, mega süß. Wie immer, reden wir mal kurz über den Hauptcharakter und danach Steckbriefe. Ist eh immer dasselbe Schema, deswegen. Also, Lukas, mega sympathisch. Na, wirklich. Bis jetzt muss ich sagen, von wenn jetzt die allen Vergleich, die letzten 2 Kandidaten, Lukas bis jetzt, also er hat am wenigsten Zeit, aber es geht ziemlich schnell auf Steckbriefe. Aber ich finde ihn super sympathisch. Also wirklich, süßer Junge, richtig süß. Okay, Steckbriefe, hauen wir rein. Schauen wir mal, wie kreativ die jetzt sind. Weil die Frauen waren kreativer als die Männer. Okay. Schauen wir es uns einmal an, oder? Ja, sehr gerne. Okay, schauen wir mal. So, ich darf einfach ziehen. Bitte. Perfekt, okay. Kaffee Nervös? kickt. Aufgeregt? Bisschen, ja, aber ich freue mich auch einfach. Schauen wir mal, okay, was haben wir denn hier? Trommelwirbel! Freundlich und hilfsbereit. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, Franz. weitergehen. Also warte mal, da kann ich jetzt ein bisschen... Opa. Der Franz Saunermeister. Der Franz Stehen. Saunermeister. Krone richten. So, hinfallen, aufstehen. Krone richten. Come on! In meiner Folge kommt auch sowas. Ähnliches. Ich hoffe, sie schneiden es nicht raus. Geil. Saunameister. Ein heißes Bad, Kerzen, die passende Mist, weil ich kann das alles nicht lesen, Erdbeermarmelade, Brot mit Honig. Geil, geil, finde ich schön. Schöner Steckbrief. Finde ich sogar geiler als meins, muss ich sagen, Alter. Weitergehen. Und du hast dir eine Frage gestellt, oder? Ja, meine Frage war, was machst du, um dich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen? Ein heißes Bad, Kerzen, die passende Musik und eine Erdbeermarmelade und Brot mit Honig. Ja. Ja, Essen und Chillen klingt gut, muss ich sagen. Super. Passt zu mir. Sehr gut. Dann kommen wir zu Brief Nummer 2. Vielen Dank. Gehen wir's an, Okay, zweiter bin ich sehr Steckbrief. gespannt. Ich auch. Aber ihr seid schon super angefangen. Ja, ich finde auch. So. Was haben wir da? Genau. Hier. Der hat auch so ein bisschen Haare wie du, oder? Ja, locky. Ja. Die Michelle auch immer schön am Kommentieren. André 23, Make-up-Artist und Influencer aus Wien. Schön. Was steht bei mir dann da, Alter? Was steht dann bei mir da? Keine Ahnung, Alter. Die haben mir gefragt, was sollen sie bei mir reinschreiben? Und ich habe gesagt, ja, irgendwas mit, ich suche TV-Shows oder so. Also wirklich gespannt. Also ich bin echt gespannt, was bei mir steht. Da auch schön. Hey, die sind cool, ich mag das. Der André, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ach, geleck, Dass ich dafür. dir alle so Mühe geben mit Schaut dem doch sehr Zeichnen. sexy aus, finde ich. Ja, ist ein bisschen teufelig, aber Ja. irgendwie ist schon der Vibe. Teuflisch, So, 3 Worte, die mich teuflisch. beschreiben. Kreativ, witzig und lieb. Sehr schön. Was sind 3 Worte, die dich beschreiben? Energetisch, laut Musik. und fröhlich, würde ich sagen. Sie, zu mir Lukas, zu ich kommen, mag habe dich. ich Folgendes. Und schon wieder! Unglaublich! Ich glaube, Film wir und haben... Serie anschauen. Das ist es, der ist es. Also, wo ist er? Nein, das ist ein großer Pluspunkt auf Ja, jeden Fall, muss ich Aber sagen. Entschuldigung, was passiert hier? Ja, lebe jeden Tag, als ob es dein letzter ist.
Das ist auch sehr gut, so Carpe Diem-mäßig. Ja, genau. Das ist auch schon mal eine gute Einstellung. Das heißt, auch hier bin ich sehr gespannt. Ja. Dann? So, der letzte Umschlag. Dritter, auch nett, auch nett. Hier, oh, Coole wow, Steckbriefe bis jetzt. Collage. Mein Lebensmotto, bleib Oh. immer du selbst. Was? Bist du wieder zu langsam, Alter? David, Zivildiener aus der Steiermark, 21. Und Namen André, David Du selbst. und andere. Aufgeschlossen, herzlich und empathisch. Zur Entspannung Reality-TV schauen finde ich auch sehr gut. Also, Entschuldigung. Oh aber ja, das da will ich hin. Finde ich super, weil die meisten sagen dann so, ach, ja, ich mache Sport zum Entspannen. Ja, jeder will so. sich irgendwie Das- gut verkaufen voll, oder voll. so, gell? Das sind ehrliche Antworten, Ja, das finde ich toll. Ja, diese Collage als Meerjungfrau finde ich... Das ist ja Meerjungfrau. Ah, Oder? Das ist toll, stimmt. Das Finde ich ist super. unglaublich. Okay. So funny, Okay, ist das- sehr kreativ. die sind wirklich alle Ja, ich bin kreativ. auf alle gespannt, auf jeden Fall. Das waren jetzt die Steckbriefe. Die stecke ich dir jetzt ein in den Rucksack. Bin ich schon gespannt. Auf jeden Fall haben wir ja ein gutes Gefühl. Okay. Dann ruf mal einer mal, oder? Willst du? Das geht schon los. Schreib Also uns an. bis jetzt, muss ich sagen, super geschnitten. Also zack, zack, zack. Also man merkt wirklich die Leute. Bombe. Super. Kandidat, komm! Hallo! Hi. Und? Hallo! Hallo. Ich habe ihn gesehen und fand, ja, sympathischer. Ich bin die Michelle. Ah, Hallo. der ganz ein Feiner. Ich Ein bin Feini. Freut mich sehr, dich Hi. kennenzulernen. Freut mich auch. So eine Blume hast du Thank auch. you. Oh, hübsch. Oh, Englisch. Thank you. Ich habe die ganze Zeit auf sein Make-up geschaut, weil ja so, Make-up-Look, bisschen experimenteller, finde ich ja auch schön. Und ich mag das ja, wenn Leute auch ihre Identität so nach außen tragen. Das finde ich schön und das beweist ja auch Mut. Dass er Christopher, wirklich ich hab vorhin sich Lukas selbst gesagt. Mein ist. Gott. Und das finde ich einfach schön. Davi. Wie geht's dir? Sehr gut. Bisschen nervös. Ja, das gehört dazu. Namen, Alter. Ja. Aber dann würde ich euch gleich auf euren Weg schicken. Okay. Ja, passt. Ich glaube, sehr ich gerne. störe hier einfach nur mal. Geht schon wieder los. Geht gut. Musik ist schön, Sonne scheint, die reden. Sommer ist auch immer nicht so ganz meine Jahreszeit. Okay. Ich bin eher so Frühling und Herbst. Ja, ich mag Winter gar nicht. Warum magst du Winter nicht? Ich weiß nicht, wenn es dann zu kalt ist. So. Ja, verstehe ich. Deshalb mag ich halt Frühlings-, Herbst. So. Ja, Ich finde, das sind die Outfits auch immer am besten. Da hat ja man so ein absolut. mehr Freiheit. So, ja, voll. Das erste Gespräch. Das erste Gespräch. Mal, dass die Kameras laufen, man sieht sich, man ist nervös und man spricht über Frühling, ne? Herbst. Ja, es ist halt, jeder sagt halt Frühling, Herbst. Jeder sagt Frühling, Herbst ist geil. Und es ist auch so. Es ist auch so. Nur die ganz wenigen sagen immer so Sommer. Sommer ist immer mehr als Winter, aber auch Winter hat was. Und eins muss man echt sagen, wir können eigentlich uns glücklich schätzen, dass wir diese Wechsel haben. Weil durch diesen Wechsel von Winter und Sommer haben wir immer passiert was im Leben, weißt? So, man muss durch den harten Winter kämpfen, so Depressionen und es ist dunkel und kalt. Und im Sommer muss man sich ausziehen, das Haar nackt durch die Gegend laufen. Und dadurch ist ein schöner Wechsel. Wenn man sich denkt, so jetzt in näher Äquator, die haben ja nur 2 Jahreszeiten, Regenzeit, Sommerzeit. Auch nicht schlecht. Ne? Also Regenzeit sind halt die Moskitos da, Alter. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber ich finde die Abwechslung cool. So an sich. Wobei ich ja auch gerne in wärmere Länder bin. Ne? Also. Aber ich gehe im Winter in die Schweiz. Sehr lange Also, schon Single, weil ich denke mir immer, der Richtige kommt zum richtigen André. Zeitpunkt. Also wenn der Vibe da ist, dann ist der Vibe da. Das schminkst du dich jeden Tag? sind alle so süß. Nicht immer. Sie sind wirklich süß. Also, aber tatsächlich Zucker. oft. Ja. Okay. Was machst du beruflich, wenn ich dich fragen darf? Make-up-Artist. und Ach Drag so, Queen. Ja, sehr cool. A voll. Drag Queen. Ja. Okay, mit Drag kenne ich mich tatsächlich sehr Okay. gut aus. Okay, cool. Bin Machst ich du sehr- auch oder was? Nein, ich mache nicht Drag, aber das hat Okay. bei mir ganz klassisch übers Fernsehen Okay, angefangen, wie bei den cool. meisten Leuten. Ne? Und begeistert mich halt super so als Kunstform einfach. Finde ich super spannend, weil man so viele Talente haben muss als Drag absolut, Queen. ja. Das heißt, finde ich super cool. Ja, Vielleicht war ich dann ja schon mal bei einer Show von dir. Vielleicht. Das ist eine Kunstform, die mich sehr interessiert, wo ich auch wirklich viel dahinter bin. Das heißt, ich schaue das viel im Fernsehen, aber auch in echt, in Bars, bei Shows. Finde ich super, super cool, dass er das macht. Und was machst du so? Ich arbeite tatsächlich in einem Kosmetikunternehmen. Ja, jetzt ganz normale Gespräche aber halt, im ne? Marketing Okay.
für eine recht große Brand. Was Das wir macht schon mir gehört super viel haben. Spaß, weil man arbeitet schon mit Aber InfluencerInnen Ja, zusammen, voll, viele coole Events, natürlich ganz viel Gratisprodukte. Das ist der Ja, große ist Vorteil, wenn same. man mich datet. Ich habe unendlich Kosmetik zu Hause. Das heißt, das wäre wahrscheinlich auch dein Paradies. Also man merkt auf jeden Fall, dass der Christopher sehr kompetent ist vor der Kamera. Finde ich schon sehr gut, was er da macht. Der André, aber ein bisschen zurückhaltend, so ein bisschen zurückhaltend, aber süß. Und Christopher top. Absolut. Christopher bis Das jetzt sag ich wirklich nicht, großer nein. Fan. Gerade, also ich mache ja auch so Social Media und Ah. meine Make-up- und Skincare-Videos. Also das wäre schon nichts Schlechtes, wenn das... Ja. Gehst du gerne baden? Ja, da sieht schon das Business das Große. Schwimmen ist mein Favorite-Sport. Sehr schön. Meine Friends, die liegen immer irgendwo am Strand und Ja. bräunen sich. Ja. Das finde ich ja ganz furchtbar, da wird Ja. mir langweilig. Boah, und ich bin die ganze Zeit im Nö. Wasser, nur am Rumtauchen. Ich finde auch so... Christopher, hey. Am Strand liegen, schön, ist nicht langweilig. Braun werden, ein bisschen Strand liegen. Man liegt ja nicht nur am Strand und ist faul, sondern man liegt am Strand und nimmt den Vitamin D auf. Die Energie der Sonne nimmt man auf für 20 Minuten. Dann dreht man sich auf dem Rücken 20 Minuten und dann sollte man sich einschmieren und Sonne verstecken. Nein, dann ist die Arbeit erledigt. Das ist am Strand liegen. Geil. Wo du so, ja, ich liebe Wasser. Nein, aber ich habe ja auch, also ja. ich zeichne auch oft so Schön. Wassertiere und so. Ja. Wassertiere. Ich habe ja vorhin auch so 3 Briefchen gehabt und ich habe mich schon Ach, gefragt, toll. welcher davon von dir ist. Okay. Und da war ein Brief mit so einer schönen Collage. Das sah für mich nach einer Meerjungfrau aus. Kann es sein, dass du das warst? Nee, ich Nee? was Rot-Schwarzes hatte ich. Ah, fand ich auch sehr cool. Ja. Ah ja, schau mal, hier geht's weiter So ein für uns. Beziehungstest? Na, wir sollen nach rechts unten Toll, anscheinend. okay. Geht los, Challenge. Eine andere Richtung gibt's eh nicht. Hey, Ich glaube, jetzt gut geschnitten. Also geht schnell, zack, zack, ich kommt ein mag's. bisschen Action auf uns zu Na tatsächlich. toll. Schau mal, das ist ja wie bei Heidi. Aber auch wieder schöne Gegend, ja. Wie auf den Hels. Genau. Schaut euch das an, da einfach schön hier, wie sie da gehen, wie die Michelle mit dem hohen Gras steht. Mein Gott, ist das schön. Unser Beziehungstest. Ah, ist das schön. Na, bin ich gespannt, was Einfach ein mich... Herzchen. Oh, Einfach. ja, Das war nett. sehr sympathisch. Ja, absolut. Ah, Dieser Beziehungstest Kaffee. heißt Save the Date. Okay. Ihr dürft dieses Herz Ist ja auch leer. schmücken und auch euch schmücken. Also Okay. in diesem kleinen Täschchen hier unten sind Glitzer und was alles. Doch, ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus. Maybe. Ich bin tatsächlich nicht so gut im Dekorieren und bin jetzt auch nicht so dieser klassische kreative Typ. Also ich bin ein sehr, sehr kreativer Mensch. War ich immer schon und werde ich auch immer sein. 10 Minuten habt ihr Zeit, dieses Herz Ja, zu das ist schmücken. gut. Er ist sicher kreativ. Also Genau, quasi- zu verwandt ran, würde ich sagen. Bereit? Ja. Okay. Auf Das- los geht's los. Los geht's, okay, dann müssen wir uns anscheinend beeilen ein bisschen. Gott sei Dank rauche ich nicht mehr, weil dann kann ich die inzwischen aufblasen. Okay. Du gibst ja eh richtig Gas, sehr schön. Ja, im Blasen bin ich geübt. Das ist halt auch, Herzen müssen wir in dieser Community, bei eher Homosexuellen, sag ich jetzt einmal, auch weiblich und männlich homosexuell, die sind halt schon immer mehr zweideutig, ne, muss man sagen. So, es geht gleich sexuell, geht gleich in die sexuelle Richtung. Ich glaube, das Ist kann man immer so. dahin wickeln. Das Ja, wäre so doch, ziemlich rundherum. cute. Ich knote das jetzt einfach hier fest und sprich das deinen kreativen Vorstellungen. Ja, mach das. Diese Challenge, die ist halt genau für ihn gemacht, dadurch, dass er Drag macht. Würde ich ihn jetzt einschätzen, ist er super kreativ und ist vor allem auch so ein bisschen handwerklicher begabt, weil da macht man ja viel selbst, wenn man Drag macht, in den meisten Fällen, dass man bastelt, näht und so. Du kannst lächeln. Das Nicht ist meine Schuld. Was war's denn? Beide Schleier. Machen wir beide den Schleier, Ja. oder? Macht man den hinten oder vorne? Ich weiß es gar nicht. So, das heißt, Keine Ahnung. Oh Gott. dass du mir ein paar so Glitzersteine rauf tust, wäre das natürlich sehr schön. Aber bitte tob dich aus. Na süß, ha, süßes Date. Oh, ich liebe Glitzer und ich hoffe, er mag auch Glitzer. Awesome. Soll ich ihm wieder auf die Chest Ganz oder voll, so? oder so ein bisschen. Ja, vielleicht auf die Chest. Ja. Mir ist eh ein bisschen warm. Ja. So, Zieh dich passt. aus, geile Maus, mag ich nach Gela. Ganz kurz.
Produktion, okay? Die haben ja die Kandidaten und bei der Produktion machen sie sich ja Gedanken, okay, welcher Charakter passt am besten jetzt zu welcher Challenge oder welche Challenge passt am besten zu Charakter. Und die Produktion sitzt da, hey, wir haben jetzt da ein Männerdate, lass uns doch denen gleich am Anfang dekorieren, sich ein bisschen fesch machen, damit wir das gleich über die ganze Sendung auf lustig haben. Oder? So muss es doch irgendwie die Idee dahinter sein. Die sind schlau, die machen sich Gedanken, nämlich die ganzen Produktionsleute, die Regie. Endergebnis der Challenge soll übrigens ein hübsches Save-the-Date-Foto sein. Die beiden könnten damit ihre mögliche Hochzeit ankündigen. Und ich glaube, dann sind wir fast bereit fürs Foto, oder? Und stellen uns daneben hin. Ja. Ziehen es vielleicht. Schafft man das? Oh, die Kamera. Kennt die? Oh fuck, ich hab schon wieder vergessen umzuschalten. Mein Gott. Warte mal. Glitzer und ich hoffe, er mag auch Glitzer. Ja, vielleicht hat du Jazz. Endergebnis der Challenge soll übrigens ein hübsches Save-the-Date-Foto sein. Die beiden könnten damit ihre mögliche Hochzeit ankündigen. Und ich glaube, dann sind wir fast bereit fürs Foto, oder? Und stellen uns daneben hin. So, jetzt sind wir da. So, die Kamera kenne ich. Das ist geil. Also ich finde, wir haben das ganz gut gemeistert. Das Herzchen ist toll geworden. Sowas mache ich nicht oft. Ich habe noch nie in meiner Freizeit ein Herz in der Natur dekoriert. Aber nach heute vielleicht schlage ich das meinem Freundeskreis als neues Hobby vor. Bei den Interviews auch hier wieder Background-Story. Beim Interview ist es so, dass du machst jetzt die Challenge, danach gehen die Paare auseinander. Einer geht nach links, einer geht nach rechts. Und dann fragen dich die Regisseurleute, hey, wie war die Challenge für dich? Und dann musst du selbst eben sagen, ja, hey, die Challenge war so oder so. Oder dann kommt die Frage, wie hat sich dein Date sich da angestellt? Und so antwortet man die Fragen. Aber schau, wie süß! Oh, das ist doch cute. Hast du sehr gut gemacht, das Ja, Fotograf. ihr habt es cool gemacht. Ja, Schau, wie wir süß haben ihr auch auch. gute Ja. Arbeit. Süß. Das sind coole Bilder. Ist auch eine coole Kamera. Ist cool. Da der Ring, ha? Von der Michelle. Krasser Ring. Ja, Also, ist würde so, ich sagen. das Herz ist gut geworden. Sehr schön. Dann würde ich euch die Fotos überreichen. Vielen Dank. Und ich würde sagen, den Einmal Beziehungstest Schmuck, habt ha? ihr mehr als bestanden. Da Michelle Schmuck. Einmal Reifen. Einmal Daumenring. Da auch noch ein Ring. Also schön Klunker, Klunker. Oder wie ich bei meiner zweiten TV-Show. Schön Klunker, Klunker. So gut. Und ich habe da eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Okay. Also gleich da hinten. Bisschen Romantik für euch. Okay. Nehmt euch ein bisschen Zeit und Okay. lernt euch noch besser kennen. Gerne. Viel Danke Spaß und wir sehr. sehen uns dann Thank you. später. Bis später. Tschüssi, baba. Geh mal. So, Schön. schon. Weiter geht's. Was ist da drinnen? Ah, das Glitzer wahrscheinlich, ne? Prosecco-Glas. Nach der schweißtreibenden Dekorationsarbeit gibt es ein kühles Glas Sprudelwein auf einer romantischen Scheunenbank. Auf die Challenge. Wieder trinken. Um die Frage, willst du mit mir gehen, beantworten zu können, muss ich schon noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen in den Gesprächen. Das heißt, ich möchte auch wissen, was so seine Zielsetzung im Leben ist, was er für eine Erwartungshaltung auch in die Zukunft hat. Und das war dann der Plan. Und das war dann der Plan von der Produktion, dass hier jetzt er alles anhat. Perfekt, ich Wo lieb's. siehst du dich? Wäre das Aber jetzt dein haben sie es Ziel, nicht mehr zum an. Beispiel so international bekannte Ja, Drag Queen schade. zu sein? Haben's runtergenommen. Also, was erwartest du dir von der Zukunft? Also grundsätzlich Tiefe Gespräche habe ich jetzt. keine Erwartungen. Ich sage immer, das Schicksal hat so ein bisschen seinen Weg fernen. Ja, Und es schickt dich immer dorthin, wo du gebraucht wirst. ja, das ist ein schöner Gedanke. Und dementsprechend kann ich jetzt, sage ich jetzt nicht, okay, ich will jetzt Make-up-Artist sein und Kylie Jenner schminken. Ich sage jetzt auch nicht, ich will Drag Queen sein und auf Riesenbühnen sein, weil ich denke mir, es kommt so, wie es kommen soll. So. Okay, ja, schön. Das stimmt eh. Man kann ja nichts erzwingen und Absolut. passiert, was passiert. Ja. Und Outfit, kurz mal, weil es mir jetzt gerade so aufgefallen ist. Outfit für Date. Voll österreichisch, oder? du so? Ja, ich bin schon eher so ein bisschen so der Karrieremensch.
Ich arbeite im Marketing in einem Kosmetikunternehmen und das ist schon so ein Weg, den möchte ich ein bisschen fortführen. Und da wäre zum Beispiel auch eine Überlegung, ins Ausland zu gehen irgendwann und in ein anderes Land zu gehen. Finde ich toll. Ausland. Bist du Wien verbunden oder wäre das zum Beispiel was für dich, dass du sagst, so ein paar Jahre im Ausland leben? Ja, ich bin offen. Also, Ja, wo würdest du gerne leben, wenn du es dir aussuchen könntest? ich habe japanische Wurzeln. Aha, Also ja. Japan wäre halt cool. Sehr cool, ja. Oh, japanische Ansonsten, Wurzeln. Ich bin sehr offen. Also Japanische Wurzeln. Man sieht's. Man sieht's. ich finde auch Köln, Deutschland finde ich ganz nett, weil die Leute sehr offen sind dort, finde ich. Köln, ja. Also ich bin Köln auch, hat er recht. Coole Stadt, Leute sind sehr offen. ziemlich Guter offen. Vibe. Also ich liebe Kulturen und Bisschen dreckig. dementsprechend, ja. Ich habe tatsächlich eine Frage. Weil Ja, ich sehe, du bitte. hast Tattoos. Ja, habe Haben ich. die Bedeutungen oder? Nein, Okay. das sind ganz viele Jugendsünden sind da Okay. dabei. Glaubt ihr, bei dieser Szene jetzt, Die Bedeutungen. so, Ja. Ich habe tatsächlich eine Frage. Weil ich habe tatsächlich eine Frage. Es könnte sein, dass auch hier die Regie gesagt hat, hey, ihr, jetzt redet mal über seine Tattoos. Und dann, das ist so dieses, nicht geskriptete, aber das ist halt trotzdem eine Show und man will über Themen sprechen, man will als Regisseur alles reinbekommen und dann geben die halt so ein bisschen Tipps und sagen, hey, frage mal wegen den Tattoos. Und deswegen kommt dann immer, dass das könnte dieses geskriptete sein. Muss aber nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Moment, ich sehe, du bitte. hast Tattoos. Ja, habe Haben ich. die Bedeutungen oder? Nein, Okay. das sind ganz viele Jugendsünden sind Okay. da dabei. Also tatsächlich sind die wenigsten meiner Tattoos professionell gestochen. Das heißt, viele Also davon sieht auch echt nicht schlecht aus. Also, Danke. Also viele so bei so Freunden und Freundinnen. toll. Das ist ganz cool, zum Beispiel von meiner ehemaligen Mitbewohnerin, die Schwester, die ist Tätowiererin. Ich gebe immer gratis Make-up und dafür kriege ich mal gratis Tattoos. Cheers. Auch gratis Tattoos. Was ist Tattoos? Tattoos. Wie schaut es bei euch aus mit Tattoos? Kann man es lesen? Also ich weiß gar nicht, oder? Kann man es lesen? Ja, ist schwierig, ne? Alter, ist das schwierig mit der Kamera? Weiter. Oh, ihr süßen Mäuse. Wie geht's euch? Ja, gut. Gut? Also es schaut jetzt sehr schön aus da Ja. bei euch. Ja. Ich wollte gar nicht stören, aber wir kommen jetzt zur alles entscheidenden Frage. Okay. Ja. Wollt ihr weiter miteinander gehen? Ich würde euch bitten, Okay. anzukreuzen. Also jeder für sich. Es geht schon wieder los, Alter. Schöne Folge bis jetzt. Watti! Servus! Ja, Herz, es ist 14 Uhr. Natürlich keiner da. Also ich mache das auch wirklich jetzt allgemein nur, dass ich es aufgenommen habe. Weil am Sonntag ist ja meine Folge. Und ich sind noch 2 Folgen. Also Freitag kommt meine Folge und bis dorthin muss ich noch 2-mal Livestreamen. Also für mich ist es gerade einfach nur für YouTube hauptsächlich und jetzt nicht als Livestream. Der große Livestream am Sonntag, Sonntag, 26. Oktober um 18:30 Uhr. Da ist wichtig. Ich will mindestens 20 Leute haben. Mindestens 20 Leute. Wenn mehr ist wurscht. Aber 20 Leute, wenn ich das habe, bin ich zufrieden. Ja. Ja, warte, ich bin gerade beim ersten Date. Gerade. Und super Folge. Also wirklich, bis jetzt mega spannend. Also taugt mir komplett die Folge. Er hatte bis jetzt wirklich großen Spaß. André braucht nicht lange zu überlegen. Der andere ist etwas zögerlicher. Hat das was zu bedeuten? Der Weg bis hierhin war ja sehr schön. Mega, ja. Ja. Aber manchmal ist es halt so, dass es nicht weitergeht. Ja, Ist auch und okay. dieses Mal ist es vielleicht so gut, oder? Also es war ein schönes Kennenlernen und eine schöne Michelle, Zeit habe ich ein bisschen unangenehm für die Michelle, hat das Ganze. Also, ja, tut mir leid. Du musst jetzt gehen. gemerkt. Das hat sich gut angefühlt für euch, aber leider geht's nicht weiter. ja. Genau. Ja. Sorry, es hat mich sehr Alles gefreut, gut. dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Es war eine schöne Zeit, Yes, auf jeden Fall. Für mich ist so der Funke einfach nicht ganz übergesprungen, aber das gehört auch dazu. Aber es, Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns bei einer Drag Show. Ja, kannst du gerne kommen. Vielen Dank für deine Zeit. ab nach Hause. Gefreut. Bis bald. Ja, können wir machen. Alles Gute. Thank you. Ciao. Ich würde einfach
Einfach sagen, also es ist ganz klassisch, hat für mich da auch dieser Funke gefehlt. Der muss für mich einfach da sein. Der war nicht da und das ist ja auch in Ordnung. Dafür hat man ja erste Dates. Für Christopher geht's jetzt erstmal alleine weiter. Nicht, dass ihn das stören würde. So einen kleinen Almurlaub könnte ich mir jetzt, glaube ich, auch vorstellen inzwischen. Ist Sachten wandern. er wirklich. Ihr merkt, ich bin jetzt schon ein bisschen außer Atem. Ich bin jetzt schon bei unserem nächsten Kandidaten, beim lieben Franz. Fantastisch. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Wie geht's dir? Fantastisch, wunderschöner Tag, die Sonne lacht. Ist doch Ja. wunderbar. Bist aufgeregt? Ein kleines bisschen, aber eigentlich geht's ganz gut. Ja? So, und was erwartest du von deinem Was erwartet man sich von Single seinem Traummann? Traummann? Nee, ich finde einfach, er sollte relativ locker und entspannt sein. So wie du? Und, Das wird mehr sein Typ sein. Ich Ah. höre schon etwas. Schauen wir mal kurz so hin, oder? Oh, ich bin so gespannt. Das wird schon mehr sein Typ sein, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, was da kommt jetzt. Schon ein bisschen, ja? Oder? Da sieht man schon was. Okay. Auch hier ganz kurz, Outfit-Check zum Wandern. Enge Pants, großer Rucksack. Schön, kann man machen. Ist gut, ist Gucci, ist Gucci. Hallo! Hallo! Ich habe da was Schönes für dich. Ja, fix. In Windeseile. Ich finde es super spannend, allein wie er so hergelaufen ist. Sehr faszinierende Franz. Persönlichkeit, würde ich sagen. Christopher, take your time, ja? Relax, wir sind in der Natur. Easy. Oder du tanzt zu uns auch. Will mir nicht zu viel Zeit lassen. Ja, ich habe den Franz für dich und das ist der Christopher. Hallo Franz. Christopher. Franz und Christopher. Vielleicht passt es auch besser. So, zum Franz. Ja, nett. Wirkt sehr nett. Sieht auch ganz cute aus. Freue mich, dich kennenzulernen. Ja, freu mich auch. Schön. Sehr ich hoffe, schön, du hast ich Lust, mit mir ein bisschen durch die Gegend zu marschieren. Ja, sicher. Deswegen sind wir da, oder? Das ist halt das Ding, ne, bei so Blind Dates. Man kennt es ja. Tinder, Bumble, ich habe viel Tinder, viel Bumble Dates gemacht und ja, es ist, da hat man die Fotos, aber man geht halt trotzdem dorthin und dann ist man sich auch nie sicher, hey, ist das jetzt, ist das wirklich mein Typ oder nicht? Und sind wir uns ehrlich, Aussehen ist uns Menschen einfach wichtig, im ersten Moment. Und das beim Blind Date ist es ja noch ärger, weil du gehst ja auf ein Date und du weißt halt gar nichts, weißt du? Und es ist halt schon so ein Risiko, ob ich jetzt die Person toll, also so vom Außen her, ob das jetzt so, wow, okay, du bist mein Typ, oder so, fuck, du bist halt gar nicht mein Typ, ne? So richtig so, boah, scheiße, jetzt habe ich nur 2 Stunden, wo ich das überbrücken muss. So ist der erste Gedanke oftmals. Ne? Vielleicht kann schon sein, dass dann im Date einmal dann der Funke überspringt, aber seien wir uns ehrlich, passiert halt nicht oft. Egal ob jetzt Mann oder Frau, wenn die Frau kein Interesse hat an den Mann vom Aussehen her, dann hast du ja auch keine Chance nicht im Endeffekt. Ne? In die ersten 2 Stunden. Beim Arbeiten ist was anderes, wenn man sich beim Arbeiten kennenlernt. Da kann es sein, beim Arbeiten, der Typ gefällt mir gar nicht, aber nach einem halben Jahr, irgendwie ist er nett. Ja, deswegen schwierig. Alles mit Kamera auch noch hier, weißt du? Ja, deswegen, was glaubst du jetzt? Der Christopher findet ihn toll oder nicht jetzt im ersten Moment? Wir reden jetzt immer noch von der Oberflächlichkeit. Schaut schon ein bisschen... Ja, schaut auf jeden Fall. Dann Sehr schön. viel Spaß und hier entlang, vielen ihr Dank. Dann Mäuse. let's go. Dann Wie geht's dir? Wie war dein Morgen bisher? Du, eigentlich sehr entspannt. Ich fand es ganz cool. Ich bin hier ganz gemütlich raufspaziert. Sehr Hab schon schön. ein bisschen die Natur genossen. Und bei dir war es ein bisschen stressiger, oder? Ja, ich habe heute schon viel zu tun gehabt. War super spannend, was ich bisher so erleben durfte. Ja, Vorsicht, und Junge. ach, nicht, dass man Boah, stechen. gerettet. Ja, Gerettet. aber bisher ein schöner Tag und ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. auch mit dir bin jetzt. ich auch sehr gespannt. Er hat auf jeden Fall eine sehr spannende Ausstrahlung, die einen ein bisschen in den Bann zieht. Und ich habe eigentlich alles andere rundherum gerade ein bisschen ausgeblendet. Und du kommst tatsächlich alleine. Ja, ich komme alleine. Ich hatte heute schon einen Begleiter. War super nett, hatten gute Gespräche, hatten auch Gemeinsamkeiten. Aber irgendwie ist so der Funke für mich nicht ganz übergesprungen. Und das ist mir dann schon recht wichtig, dass das gewisse Etwas auch da ist. Glaubt ihr, der Funke ist nicht übergesprungen wegen dem Aussehen? Man weiß es nicht, ne? Wir Menschen sind schon In einem brutal. Gespräch. Voll. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ist so das Erste, wonach du suchst?
wenn du auf einen potenziellen Partner triffst? Ich finde, man hat immer so ein kleines bisschen so eine Ausstrahlung und Ja, das sind so immer so die ersten Sekunden. schönes Sequoia. Ja, und ich finde es tatsächlich einfach sehr cool, wenn Menschen sehr offen und lebensfreudig sind. Und Total, wenn ja. man das ausstrahlt, das reizt mich. Sehr schön. Finde ich echt cool. Das heißt, wanderst du eigentlich auch gerne? Du, ich komme sowas vom Land. Für mich ist das Heimat. Ja, woher Dementsprechend. bist Ich komme aus dem schönen Allgäu. Da gibt es auch ganz viele ja, Tiere und Bayern. Kühe. Ja. Du kenn ich mich aus, ja. Ja. Ja, cool. Ja, Und nee, und deswegen wohnst du Natur. in Österreich oder? Ich wohne tatsächlich in Wien. Bin Ja. jetzt schon seit 5 Jahren. Und ist ein guter Kontrast. Ein bisschen Stadt, ein bisschen Land. Voll. Und du? Ich komme eigentlich auch vom Land. Ich bin aus der Südsteiermark. Ja. Okay. Dating Ganz halt, in ne? Österreichs, Nähe der slowenischen Grenze. Und bin aber recht schnell in die Stadt gezogen. Ich bin dann Hey, Orti, danke dir, gell? Trotzdem nett, dass du vorbeigeschaut hast. Viel Spaß beim Arbeiten. Und ja, ich mach da, ich zieh da durch. Ja, danke dir. Kannst du die Highlights dann auf YouTube anschauen in ein paar Tagen? Passt, hey, viel Spaß beim Arbeiten, Orti. Danke fürs Vorbeischauen. mit F zum Beispiel auch aufs Internat gekommen in Graz, in der Internat. Stadt. Oh, da bin ich Genau, aber nervös. das wollte ich sogar. Ja, wirklich? Das ging von mir aus und nicht von Das meinen hab ich noch nie Eltern. gehört. Und habe dann ganz schnell gelernt, dass die Stadt eher das ist, wo ich mich wohlfühle. Kann ich nachvollziehen, ja. Also ich merke jetzt schon hier, wenn ich hier so unterwegs bin, es ist schon schön hier auch in der Natur das mal zu haben. Das reicht für mich so für ein paar Tage. Aber dauerhaft wäre es, glaube ich, nicht ganz das, Okay. was ich möchte, weil es auch jobtechnisch Schwierig. nicht so ganz dazu passt. Shoptechnisch. Was machst du denn? Ja, ist halt Dating, ne? Dating ist also die 3. Folge und es ist halt immer dasselbe Topic, ne? Ich muss zugeben, bei meiner Folge wird es auch so gesprochen, ne? Man lernt sich halt kennen und man geht als erstes einfach über, man redet halt einfach über, was machst du, wo wohnst du. Kann man nicht viel dazu sagen, ne? Ist jede Folge ist halt ein Dating, ne? Ich arbeite im Marketing in einem großen Kosmetikunternehmen. Okay. Ja, das hat mich so im ersten Moment, dachte ich mir so Marketing, okay. Aber er hat ja auch das gleichzeitig verbunden mit einer Make-up-Marke und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und was machst du? Winter Ja, Franz, ich bin Make-up. ursprünglich eigentlich Patissier. Oh, okay. Patissier. Das passt Gibt das super. Ich bin nicht so der Chips-Esser und so, sondern wirklich Süßigkeiten, Torten, Süßgebäck. Damit hat er mich halt gewonnen. Und schon hat Christopher angebissen. Doch das ist noch längst nicht alles von Franz. Ja, habe jetzt tatsächlich aber für mich so ein bisschen, wollte einfach was Neues ausprobieren Ja. und arbeite momentan gerade in der Sauna. Spannend. Ja. Ah, der Saunameister. Im Sommer, also Boah, es ist drinnen gleich warm wie draußen. 90 Grad, ja. kein Problem. Nee, aber ich finde es unfassbar spannend, weil einfach so viele verschiedene Charaktere und Gäste kommen und man jeden Tag auf neue Themen und Interessen stößt und das eigentlich ganz cool ist. Und nebenher Und Sauna? Seid ihr Saunageher? Ich auf jeden Fall. Also ich liebe Sauna. Lustigerweise will ich heute Sauna gehen, weil bei uns ist heute kein schönes Wetter in Portugal. Deswegen vielleicht gehe ich heute noch Sauna, eine Stunde. Ja, ich liebe Sauna, speziell in Wien, dieser Vibe. Also ich meine, viele mögen Sauna nicht, weil wegen der Nackigkeit, speziell Frauen haben da manchmal Schwierigkeiten, weil Männer gaffen. Kann ich nachvollziehen. Ich muss zugeben, es passiert mir selbst leider auch. Also man kann halt nichts machen, man schaut halt, ne? Aber ist ja auch umgekehrt ja auch, die Frauen schauen ja auch, beziehungsweise man schaut eh überall. Jeder schaut. Das ist halt so, aber es ist ja kein sexuelles Schauen oder so. Muss man auch dazu sagen. Aber ich persönlich gehe trotzdem gerne in die Sauna, weil es ist einfach coole, zum Beispiel in Wien gibt es so Saunen, Alter, die sind wirklich ganz speziell mit diesem Wiener Schmäh und das Ganze. Das ist wirklich arg. Und allgemein auch das, was das ist, so wenn jemand dann da, der Saunameister, der macht einen Aufguss, was mit Musik, du sitzt da, schwitzt schon und dann kriegst du da dieses heiße Luft entgegen und jeder nur einfach entspannen, weißt du? Also, ich verstehe jetzt die Aussage, ich kann es verstehen, wenn man sagt, okay, sie machen das nicht, weil jeder nackt ist oder weil Leute schauen, aber eigentlich der Vibe, man ist jetzt okay, vielleicht gibt es so ein paar ältere Generationen, die ab und zu mal so Kommentare schieben oder, ja, aber da muss man ein bisschen drüber hin, muss man nicht wegschauen. Ja, ist schwierig. Es ist ein weniger Prozentsatz aber nur. Es sind nur ganz wenige Leute, wo es ein bisschen, die was es unangenehm machen können, aber im Großen und Ganzen ist Sauna, seien wir uns ehrlich, schon was ganz was Feines. Also ich
gehe mit meinen Freunden Sauna. Ich gehe mit allen Saunas, weißt du, so nach der Arbeit bin ich auch schon mit meinen Arbeitskollegen Sauna gegangen. Also für mich ist es egal, auch wenn wir nackt sind. So ist mir wirklich, ob wir jetzt eine Kleidung anhaben oder nackt sind, ist echt scheißegal, es macht keinen Unterschied. Weißt du, so ist wirklich genießen, einfach genießen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen in Rage geredet. Ich habe noch ein Gewerbe angemeldet und bin Künstler seit ein paar Jahren. Sehr Und schön. das ist so das, wo ich mal am Ende hin möchte. Cool. Was machst du für Kunst? Tatsächlich unterschiedliche Sachen. Größtenteils eigentlich würde ich sagen so Richtung Aquarell- und Ölmalerei, also schön. eher so malen als wie... Ja, Sehr genau. cool. Mit deinem Make-up bin ich nebenher dann noch so eine kleine Drag Queen. Wirklich? Du bist die zweite Drag Queen heute. Kann das sein? Weil ich weiß, Drag Queen, was ist ein Drag Queen genau? Ist es denn das die was sich dann Brücke und alles aufsitzen und dann Theater machen? Ich Sehr cool. weiß es gar Wie nicht. ist dein Dragname? Ich bin da nicht in der Luca Szene. Fox. Es hat mich schon sehr überrascht, dass er Drag macht, weil ich hätte es ihm jetzt nicht angesehen, aber man sieht es ja ganz oft den Leuten nicht an. Also es gibt schon viele Beispiele, die super maskulin im Auftreten sind, wenn sie nicht in Drag sind und dann aber die kurvenreichesten Drag Queens sind mit den schönsten Kleidern. Also ist eine positive Überraschung auf jeden Fall. Ach, schau mal, da ist Gleich mal viel kühler. viel kühler, das ist gut. Auch ein kleines Herz Und für ein uns kleines vorbereitet. Herz, wie süß. Okay, Wollen wir hier eine kurze Pause machen ja, ich finde, sonst? der Stein ist eigentlich ganz cool. Ich finde Erstmal auch, dieses der Set Stein sieht mitnehmen. sehr gemütlich aus. Guck mal. Klaus. als Polster. Ah, jetzt sind sie wieder nur zu zweit, ohne Kamerateam. Einfach zwischen uns. Perfekt, ja, ist zwischen uns sehr symbolisch. Okay, da ist die Kamera. Was ist ein Red Flag? Tell me. So eine Red Flag. Red Flags. Ich habe Ich finde wirklich, ich muss jetzt mal kurz wieder stoppen. Red Flags finde ich auch sehr, sehr geil. Kommunikation eigentlich. Ne? Man kann echt mal fragen, was ist ein Red Flag? Weil, hey, Red Flags sind wichtig. Man kann da schon drüber reden. Ich finde das cool. Es ist neu. Es war früher, gab es ja früher nicht. Aber so einen krassen Gym-Bro, das wäre jetzt, glaube ich, würde nicht so gut an meine Seite passen tatsächlich. Oder so ein Rennradfahrer, der jeden Tag 10 Kilometer fährt und so ein Fahrrad um 4.000 Euro Oh, hat. Schuli. Das sind so ein bisschen meine Red Flags, to be honest. Du bist Dafür Red chill ich Flag. auch einfach zu gerne. Okay, gut. Das ist eine Art schönes So, also Ja, schon, ist ich sehr versuche schon angenehm. regelmäßig Sport zu machen seit Ja? ein paar Monaten. Aber es gehört schon auch eine gute Portion Chillen dazu. Ja. Eindeutig Chillerpartie. Meine Red Flags. Ich würde tatsächlich, no joke, ich würde dir da relativ groß zustimmen. Ich finde es toll, wenn man sich bewegt. Ich mache tatsächlich so ein bisschen Yoga, um einfach so ein bisschen mit seinem Körper im Einklang zu sein. Ja. Ja, dass man einfach so ein bisschen weiß, wo was ist, wo was weh tut. Und Yoga ist mehr als nur mit dir im Einklang zu sein. Yoga bzw. Stretching allgemein ist einfach wichtig für den Körper in unserer heutigen Zeit, wenn wir nur sitzen. Auch wenn wir bewegen Sport, da ist es so, wir müssen uns dehnen. Der Körper benötigt es. Du eher der spirituelle Typ? spirituell ist ein hartes Wort. Aber ich habe schon so meine bestimmten Glaubenssätze und ja, also ich würde mal sagen, zum Beispiel, also irgendwo ganz tief drinnen bin ich schon so eine kleine Hexe, würde ich sagen. Stark und so, ja, verstehe. Ich bin tatsächlich sehr, sehr katholisch aufgewachsen und ich habe nicht so einen guten Bezug mit Kirche und deswegen dachte ich mir so, gut, dann probieren wir halt mal das Spirituelle, wird schon funktionieren. Okay, ja, spannend. Nein, ich finde das Kirche, war Wolle. wenn man irgendwie was hat, woran man glaubt oder was Größeres. Ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht so als spirituellen Typen bezeichnen. Okay. Das ist was, womit ich mir persönlich ein bisschen schwer tue manchmal. Wenn etwas in meinem Kopf Sinn für mich macht, dann akzeptiere ich es. Wenn etwas nicht Sinn für mich macht, dann muss ich auch so lange drüber nachdenken, bis es Sinn für mich macht. Dann lassen wir die unangenehmen Themen beiseite. Reden wir über was immer geht. Essen zum Beispiel. Ich bin halt so obsessed mit Povil. Das ist wirklich so ein Ding. Was? Mit was? So Povil ist richtig gut. Povil-Gulatsche, Povil-Tasche, Ja, das stimmt. Germknödel. Du, über Essen kann ich den ganzen Tag. Was reden. ist- Das was mein Tupfen oder Lieblingsthema. was? Ich bin ein ganz, ganz großer Foodie. Wenn ich auf Urlaub bin, gebe ich das meiste Geld für Essen aus. Essen ist einfach Sex des Alters, aber das muss nicht nur im Alter sein. Ich finde, Essen ist Sex des Alters, was? Urlaub bin, gebe ich das meiste Geld für Essen aus. Essen ist einfach Sex des Alters, aber das muss nicht Essen ist Sex des Alters. Also ich habe einen Freund einmal getroffen auf einem Festival, der hat gesagt, der isst so gern, weil es für ihn wie Sex ist.
Also Essen ist für ihn wie Sex. So wie Arnold Schwarzenegger, Gym, wenn die Muskeln gepumpt sind, ist für ihn Essen das Sex. Also jeder Mensch hat so verschiedene Hobbys, die sie mit Sex vergleichen. Irgendwie, was ja anscheinend, ja. Sex ist halt überall, Ich ne? find, Essen ist halt einfach generell eine coole Sache und ich beschäftige mich einfach sehr gerne damit. Christopher und Franz wirken im Gespräch wie ein eingespieltes Team. Doch wie steht's um den sportlichen Zusammenhalt, wenn ich sie in einen Beziehungstest herausfordere? Beziehungstest! Bevor es losgeht mit Beziehungstest, man muss sagen, die zwei haben jetzt schon mal mehr Screamtime bekommen als vorhin, der Dreh. Und ja, die verstehen sich halt, glaube ich, ne? Finde ich spannend. Also, da allgemein Folge, tolle Folge. Also, ich meine, es gibt jetzt nicht so viel zu erzählen, weil einfach, die reden halt über Dating, also die lernen sich halt kennen. Aber ja, toll, spannend, gute Folge, mag ich. Oh mein Gott, okay, es wird sportlich. Und das Herz, wo ist das dazwischen aufgeklappt? Irgendwer hat uns das im Wald hinterlassen. Wer das war, Who knows? wer weiß schon. Ja, cool. Ja, wir haben das schon ganz gut abgewechselt und ich würde sagen, wir überreichen das dir. Ich könnte das dabei halten. Ja. Das ist euer Beziehungstest hier. Er startet ganz vorne. Los geht's, Kennt los ihr geht's. Aus der Kindheit vielleicht noch der Floor is Lava. Ja. Also das Ganze machen wir mit Augenbinde. Wer hat das gespielt? Flores Lava? Jeder wahrscheinlich, ne? Ich habe schon immer wieder mal mit meiner Schwester das gespielt. Blindes Vertrauen heißt nämlich euer Beziehungstest. Allgemein, nächste Folge mit meiner Schwester wird reagiert, weil dann wird es spannend zur Zeit. Ich muss sagen, ich bin so ein Mensch, ich habe gerne Kontrolle, deswegen tue ich mir manchmal ein bisschen schwer, Kontrolle abzugeben. Gar nichts, du kannst einfach geradeaus laufen. Okay. Ja, blindes Vertrauen, okay, Ja. passt. Wichtig ist, dass er mir Sicherheit gibt, dass er mir klare Anweisungen gibt. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Mal eine Hand und dann darfst du mir die zweite geben, stehen bleiben. So. Ja, und jetzt Blind. Vorsicht, vor dir sind Schnüre. Erst blind ist es schon arg. Also, Kann man sich da jetzt da oben stehe, so, jetzt da stehen und blind, arg. Bin ich schon arg. Du musst Festhalten quasi irgendwo? durch ein... Ja, da Ah ja, festhalten okay, und das du ist musst gut. quasi vor dir... Also es durch- geht, ne, aber Ja. ist schon, Ja, blind doch, ist sieht schon, aus, das schaffst du schon. Kreativ. Versuch mal. du siehst ja Ein nichts. bisschen mehr. Ich halte Ja. dich. Und jetzt ist unter dir eine Berührungen, hier schön Berührungen, schön die Latte beim Surfen, schön rein. Ja, Schnur egal. draufstehen. Ich habe jetzt nur so. Das Entschuldigung. ist ein Oh, Schritt, egal. was? Dir eine Was, Schnur. was? Gott. Oder ja, dann- egal. Draufstehen. Ich habe jetzt nur. Ja, Berührungen, ganz wichtig. So, Entschuldigung. Das war mein Schritt, egal. Sorry. Schneid dich auf meinen Oh Schultern mein ab. Gott. Oh. Ja, und jetzt so seitwärts. Ah, das ist super. Ja, es ist sketchy, scary Gefährdet. Und sehr rutschig, warte. Oh. Ja. Einen und Schritt. rutschig. Arge Schuhe. Die mag ich, diese Balken. Die geben mir Sicherheit. Du natürlich auch. Du musst mich ein bisschen tragen. Ich weiß nicht, Okay, warte, ob wir ich das. Rasur. Wie bei mir. Schaffe. Wir machen Huckepack. Huckepack. Ja, hatte mal deine Füße auf meine Schultern, oben Deine drauf. Schultern. Ja, Ach, einmal so, einmal so. ja, okay, so kann man das doch. Boah, die Kamera. So, der nächste ist... Kameramann steht oben, Dann noch ein Stück. oder? Okay, boah, das So steht er drin. das war knapp. Ah, Ja, okay. Das ist eine ganz blöde Situation. Das schaffst du. Yes. ja. Jetzt ist es eine Leiter, die sich quasi in sich dreht. Also Was? fette Holzstangen, die sich... Das ist doch eine gute Beschreibung. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Mach einfach mal einen Schritt voraus. Ja, Okay. Na, ist schon witzig. Ah, cooles Challenge. warte. Oh. Jetzt können wir eben mal schauen. Komm mal ein bisschen in die Hocke. Warte mal. Ja. Und jetzt mit dem Fuß vor. Ich habe Angst, dich umzuwerfen. Und das schaffst du nicht. Oh, das war zu weit. Oh, oh! Ah! Ein Boden. Ah! Und es zählt noch. Ja, es war.
Dachi. Das war auch ein ängstlicher Moment. Ich habe eine starke Männerbrust gebraucht und ich mich ein bisschen lehnen kann in dieser Situation. Ja, mir blieb ja gar nichts anderes übrig, aber es hat mich jetzt auch nicht so gestört. Ach, jetzt weiß ich, glaube ich, was du meinst mit Leiter, die sich dreht. Okay. Und du musst quasi auf die Schnüre dazwischen treten. Ja, So. so. Nein, warte mal, ich will. Ich bin immer zu spät. Und jetzt hast du nur noch Ich will die Tattoos anschauen. Liebe das Dreieck. Da komme ich noch dazu. Absolut fehlerlos erreichen die beiden das rote Herz im Ziel. Yes. Ah ja. Hey, we found it. Was ist mit euch? Macht ihr das jeden Tag oder wie? Das Nee. gibt's ja nicht. Darf ich das abnehmen? Ja, bitte, sehr gerne. So. Und du darfst auch runterkommen. Oh, Oder, also du fühlst dich oben wohler, ja? Also Ja. die Aussicht ist anders da oben, Das oder? war eine Strecke. Ja, so eine ordentliche harte Strecke. Ja, Also arg. ich habe mich sicher gefühlt die meiste Zeit. Und ich finde, wir haben das ziemlich souverän gelöst. Ich finde, er hat da relativ viel Vertrauen zugelassen. Das war jetzt nicht so easy. Ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte wie er, aber war cool. Ja, natürlich, Vertrauen, natürlich. Ich meine, was ist eine andere Wahl? Überall Kameras. Danke, Gib Christopher. Dann habe ich Ja. da ein kleines Würfelchen vorbereitet Uh. für euch, Das Vielen Geschenk. Dank. damit euch die Gesprächsthemen nicht ausgeht. Oder ja, vielleicht wollt ihr euch ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen. Ja, vielen Dank. Ja, tolles Ein Date. kleines Plätzchen, vielleicht wollt ihr euch ein bisschen hinsetzen. Was hat denn der da hinten? Ein Käfer, ha? Das ist einfach ein Käfer picken. Tattoo will ich mir noch anschauen. Und ja, den Würfel sprechen lassen. Ja, sehr gerne. Auch hier, ne? T-Shirt, Yin und Yang in Blumen. Ja, Die vielen Rucksäcke Dank. bringe ich euch nach. Passt, Später. danke. Der Aktionswürfel, den die beiden als Belohnung erhalten, könnte für etwas Prickeln in diesem Date sorgen. Ja, Hier. Das gleich Oh je. anfangen damit und mal was. bis jetzt tolles Date. Wie immer. Also wirklich bis jetzt von dem Schnitt her, von der Unterhaltung, beste Folge. Von 3 Folgen finde ich das wirklich die beste bisher. Wirklich, auch von der Qualität her. Spannend. Füllen. Okay, ich will es auch nicht lesen. Lass uns mal. So. Flüstert euch etwas Unanständiges ins Ohr. Was Okay. ist denn was Unanständiges? Sauna. Nee, ich bin tatsächlich echt sehr brav. Eine kleine gute Sehr Note. Vanille, wie viele sagen. Vanille, okay. Du kannst dich ein paar Dinge für zu Hause aufheben. Was Vielleicht ist? finden wir, was besser passt zu uns. So. Bussi oder Kussi, ihr entscheidet. Dieser Würfel, der hat's in sich. Erst komm, wenn, Das ist ein Spicy-Würfel. seien wir uns ehrlich, wenn es funkt, wenn sie sich sympathisch finden, würden sie sich jetzt küssen. 100%ig. Wenn es passt, so. Wenn es nicht passt, das ist der ultimative Challenge-Test. Ja, ich brauche immer so ein bisschen länger, bis ich körperliche Nähe zu Leuten aufbauen kann. Ich hoffe, Und das ist dann nicht gehst du da böse, einfach ja? blind durch einen Körperparcours und lässt dich da. Ja, ich verstehe das. Ja, also dieses körperliche Öffnen, das Christopher, keine Lust. dauert für mich einfach ein bisschen länger. Und wenn es Franz, Lust. für dich fein ist, Dann kann man das müssen wir skippen. wohl die Runde Nummer 3 machen. Schade. Oh. Schade. Aber das umarmt euch eine Minute. Ja, okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja. Das kriegen sie hin. Ja, 3 Versuchen bringt der Würfel doch endlich die gewünschte Nähe zwischen den beiden. warum? TV Friends. Warum habe ich nicht so einen Würfel gekriegt? Finde ich cool, oder? Was ich gekriegt habe, setzt dann in meiner Folge. Spannend. Auch eine intensive Erfahrung mal, bei dem Daten mit einer Umarmung Ja, reinzustarten. hatte ich noch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, hat's eine Schau. Cooler Würfel. Weil wir heute bei Sauna sind. Weil er gerade gesagt hat, er hatte das noch nicht, eine Umarmung in einem Date zu starten. Ne? Ich hatte tatsächlich ein erstes Date, Bumble-Date, Sauna-Date. Also tatsächlich, wir haben uns ausgemacht, hey, du liebst Sauna, ich lieb Sauna, lass uns Sauna gehen. In Wien.
nachdem ich sie einmal sitzen lassen habe. Beim zweiten Mal dann haben wir sich getroffen und war super cool. Also war ein cooles Date. Also es war dann schon dadurch, dass ich beim ersten Mal abgesagt habe, wegen gewisse Gründe, hat sie dann gesagt, hey, wir können trotzdem gemeinsam Sauna gehen, aber es wird nichts mehr laufen. Und ja, haben wir sich halt in der Sauna getroffen, haben uns ein bisschen mal so, da hat es einen Älteren gegeben, der war 60, in Wien. Ein 60-jähriger Mann hat dann so Salz gehabt, man kennt ja diesen Körpersalz, und der hat halt dann angeboten, hey, ihr wollt so ein bisschen das Körpersalz haben, könnt ihr euch gegenseitig einreiben. Und sie so, ja, okay, machen wir. Und dann haben wir sich gegenseitig eingerieben mit dem Salz. So, ja, geiles Date. Sehr schade, dass ich es verkackt habe. Schon 3 Tage davor. Ja, warum habe ich es verkackt? Ich war feiern, war DJ, habe bei einer Geburtstagsparty aufgelegt. Und die ging halt bis 6 Uhr in der Früh, und dann habe ich ein Mädel kennengelernt, habe bei der geschlafen, und wir hatten was miteinander. Und eigentlich hatte ich das Saunadate um so 10 Uhr in der Früh, aber dadurch, dass ich ein Mädel aufgerissen gehabt habe, oder es klingt jetzt so deppert, aber ihr wisst, was ich meine, weil ich ein Mädel gehabt habe ich ihr mein Bumble-Date absagen müssen. Und ich bin so ehrlich, dass ich ihr einfach die Wahrheit gesagt habe. Ich habe gesagt, hey du, ich würde urgern mit dir Sauna-Date machen, weil es einfach eine geile Idee ist. Aber leider habe ich jetzt eine kennengelernt, ich liege gerade mit ihr im Bett und kann nicht zum Sauna-Date kommen. Super coole Frau, sie hat gesagt, hey, verstehe ich, aber natürlich ist jetzt vorbei. Und sie ist trotzdem mit mir 3 Tage später trotzdem in der Sauna gegangen, wir haben sich einmal getroffen, super cool. Ist natürlich nichts draus geworden, wir waren einfach nur gemeinsam Sauna, und sie ist so cool gewesen, ne? Weil auch dort drinnen, in diesem Wiener Sauna, da waren ältere Männer, die haben schon auch komische Aussagen getroffen, so sexuelle, auf Spaß natürlich, wie man es halt kennt, ne? Haha, ist ja nicht ernst. Aber sie hat es voll cool aufgenommen, sie hat es mit Humor genommen, so wie es die Männer mit Humor, ja, es war cool mit ihr. Feiere ich sehr. Und ja, das ist die Story zu meinem Sauna-Date. Ja, passt. Weiter geht's mit einmal Umarmung im Date. Also das erste Mal Umarmung im Date. Ja, Startet. was ist denn noch oben? Ja, schau, das ist doch cute. Hallo, wir werden überfallen. Ganz viel Liebe. Überraschung. Ja, ihr seid da ganz schön. Warte mal, jetzt muss man jetzt nochmal ausschauen. Ja, schau. Cooler Würfel. Ja, was ist denn noch oben? Ja, schau, das ist doch cute. Ich glaube, das ist scripted. Ich glaube, diese Szene ist scripted. Hallo, wir werden überfallen. Ganz viel Liebe. mitgebracht, und ich habe ja gemerkt, happert's ein bisschen. Ja, ihr seid da ganz schön wild mit eurem Würfel. Das ist ja ganz hemmungslos. Unglaublich, ich schaue mir Das das ist nicht mal mehr an, scripted. das gibt's ja nicht. Also, irgendwas muss ja Bussi oder Kussi. Machst du gleich einminütige Umarmung beim ersten Date? Also, Jetzt kommen die interessanten Fragen. Nennt die attraktivste Eigenschaft des Gegenübers. Oh, warum haben wir den nicht das- gehabt? das Das hätte ich haben wir sofort nicht machen gewürfelt. können. Ausnehmer. passt. Ich finde deine Ausstrahlung Hammer. Ausstrahlung. Immer gut. Immer gut. Du bist so eine Ruhe. Wenn du eine Frau oder einen Mann auf der Straße siehst, mir gefällt deine Ausstrahlung. Mir gefällt deine Ausstrahlung. Gib mir die Nummer. Immer gut. Und das finde ich ja schön, weil ich so laut und oft intens sein kann oder sehr leidenschaftlich. Deswegen mag ich es, wenn Leute schon ruhig sind und mich da auch ein bisschen mit reinziehen können. Na, da funkt's schon ganz schön zwischen den beiden. Wenn Sie ja das sagen. auch gleich nach meiner Lieblingsfrage bestätigen? Jeweils einmal ankreuzen. Christopher kennt's schon. Franz, für dich. Wir kriegen jetzt ein hübsches Willst du mit Kärtchen. mir gehen? Und du kreuzt an. Okay. Ja oder nein. Franz auf jeden Fall ja. Christopher Du weiter mit. wahrscheinlich auch ja. Könnt ihr hinten hinschreiben, so noch was anderes. Was denn? Du bist spicy unterwegs, glaube ich, gell? Michelle fühlt sich wohl. Man sieht's. Schön. Christopher hat für Ja gestimmt und Ja, der süß. Franz hat Ja klar gesagt. Ja, klar. Jetzt ein Kuss. Ja, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, würde ich sagen. Was hast du denn noch auf deinem Würfel? Verwöhnt euch gegenseitig mit einer Massage. Oh, Ich das- würde sagen, das- ich gehe das- jetzt mal. Ja, ich gehe. Mehr Zeit. Ein bisschen Zeit zu Gönn mir zweit. das jetzt. Danke dir. Das ist krass, dass sie sagt, ihr habt mehr Zeit, weil normalerweise, hey, wir haben noch Kandidat, wir haben wird dunkel, wir haben keine Zeit.
Aber hier ist schön entspannt, Alter. Schön entspannt, sogar Massage. Wahrscheinlich läuft die Produktion sehr angenehm. Ja, kann ruhig kräftig sein. Kann ruhig kräftig sein. Termin, Beseitigt. Zeitplan, top. Zeitplan passt. Also bevor das hier jetzt ausartet, das schaut schon sehr leidenschaftlich aus hier. Hallo, hallo. Nein, also unglaublich. Sehr So, schön. na dann geht's weiter, oder? Ja, bitteschön. Komm, das Herz nehmen wir mit. Ah ja, auf jeden Fall. Unser Herz müssen wir immer mitnehmen. Dann Ladies first. Vielen Der Dank. Weg, seid zu zweit. Entschuldigung. Viel Spaß. Danke. Hier ist ja So, sollen wir da richtig mal... Mutter Natur. Oh, okay. Girls. So süße Tiere. Ich bin jetzt schon bei unserem nächsten Kandidaten, beim lieben David. David, wie geht's da? David! Sehr gut. Ja, Bisschen aufgeregt. ein Auch ein bisschen, Dollar. oder? Nur ein bisschen, es geht gerade noch. Ich bin dann echt gespannt, wie es jetzt noch wird, aber jetzt gerade geht's voll. Apropos, wie es noch wird, was erwartest? Ich habe nicht viele Erwartungen, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, ich bin sehr offen dem heute gegenüber und schau mal einfach, was wird und wird sicher cool werden. Cool, ich glaube, ich höre da schon was. Vielleicht sollten wir mal um die Kurve schauen. Siehst du schon was? Nein. Gehen wir mal kurz ein Stück vielleicht, oder? Da ist Michelle auch schon. Hello. Moin. No, wie sie. Glaubt ihr auch hier wieder die Frage, geskriptet? Also geskriptet. Wenn ich sage geskriptet, ist einfach nur vorgegeben. Weil die Regie gibt es einfach nur vor, die sagen, hey, ihr könntet ja das Herz jetzt mal gemeinsam so tragen und geht dorthin. Das schaut sicher cool aus. Und dann macht man das. Und was sagst du? Süß. Welcher ist es? Was glaubst du, welcher ist es? Ja, aber wenn der jemand aussuchen kann. Rechte. Der Richter. Okay. Hallo. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist der David, das ist der Christopher. Freut mich sehr. Hi, David. Freut mich. Ich habe da jemand mitgebracht. Leute, jetzt einfach mal Dreier. Ich würde das so feiern, wenn einfach mal, wenn man sich so trifft, zu dritt und dann sagt, hey, wir verstehen uns alle drei so gut, lasst uns doch einfach mal Polygamie probieren. Würde ich feiern. Single? Ja. Okay, sag Also wir sind alle Single. Ja, Aber ich bin der Single der Wahl anscheinend. sehr cool. Freut mich. Na cool, dann würde ich euch gleich zu dritt auf die Reise schicken. Ja. Ja? Gleich hier hoch und lernt euch kennen. Hoch hinaus. Ganz viel Spaß. Sehr cool. Super, vielen Dank. Na, die Herzen. Dann, wie geht's Viel dir? Gut. Ich war jetzt ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Natürlich. Ja. Aber ist schon cool. Also, das Wetter ist perfekt. Ich liebe halt, deswegen mag ich TV-Shows, weil ich liebe diese Aufregung. So, wirklich, das ist so cool, wenn du, ja, du weißt, es schauen so viele Menschen zu, du weißt, du musst performen, wenn man das so nennen darf, und du weißt auch nicht, was danach rauskommt, weißt du? Deswegen, ich liebe es wirklich. Ich will echt Die mehr Landschaft, davon. Ja. Also, er ist groß. Ich mag es, wenn Leute größer sind. Er hat Tattoos, habe ich gesehen. Das finde ich auch Wirklich. sehr cool. David, 21. Was ich so von seinem Outfit sehen kann, hat er Geschmack. Also Modegeschmack, wie er sich anzieht. Krass, ha? Einmal mal auch hier Schmuck, Alter. Bei meiner zweiten TV-Show ich trage keine Piercings, ich trage nichts, ne? Und das erste Mal, dass ich jetzt Schmuck getragen habe, war bei meiner zweiten TV-Show, als ich mich als Sven Marquardt verkleidet habe. Ja, ist schon, hat schon was, dieser Klunker, weißt du, das hat schon was. Also schon nicht schlecht, muss ich sagen. Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt. Okay. Genau, 1997. Sehr cool. Und du? Ich bin 21. Ah, noch recht jung. Ja, voll. Jahrgang 2004? Ja, Tut voll. ein bisschen weh. Boah, gut Mathematik. Das klingt aber immer schlimmer, wenn man sagt 2004. Mathematik. Der ist zwar da. Für mich persönlich ist es nicht so ein großes Problem. Ich finde, wenn die Lebensstile zusammenpassen, kann man da immer irgendwas, also da findet man sich immer, egal wie viel man jetzt auseinander ist. Durch seine Reaktion, dadurch, dass er dann auch mein Geburtsjahr thematisiert hat, kann ich mir vorstellen, dass es für ihn vielleicht ein kleines Problem ist. Ja, aber... 21, Er Alter. thematisiert hat. 21. 30. 21. 30. Ich muss mich echt rasieren jetzt langsam. Hier wirklich.
dann schaue ich auch aus wie Das 21. kann ich mir vorstellen, dass es für ihn vielleicht ein kleines Problem ist. Ja, aber es ist in Ordnung. Also jung geblieben ist mir auch. Ich versuche das Ja. einfach, dass ich mit dem ganzen Gen Z-Slang, ich gehöre rein theoretisch noch dazu, Ja, mithalten kann. Ist auch wichtig. Ist auch lustig. Boah, ja, ich gebe der 11-Jährigen nicht immer eine Gen Z, ich sag das nie. Die ist richtig Ich sage das nicht, Gen Z, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja, glaube ich, Millennium oder so. Ich kenne mich da gar nicht aus, wirklich gar nicht. Aber ja, als Gen Z, Millennium, ich habe da gar keinen Plan, wer was ist. Ich weiß nur, ich mag die Jungen. Die Jungen sind schon ziemlich cool. Sie sind offener als wir. Wir sind noch ein bisschen schüchterner, also wir sind so ein bisschen genau dazwischen so, aber wir sind auch ein bisschen schüchterner. Und die Jungen, die sind schon sehr offen. Wenn ich an mich denke, mit 10 Jahren, also ich habe mich in die Hosen geschissen, weil ich einen Freund abholen wollte. Ich wollte Hallo sagen. Ich habe mich nicht getraut, auf die Tür zu klopfen. Ich bin 20 Minuten bin ich gegangen zu meinem Freund, damals in Tirol in Schwarz, bin dann vor seinem Haus gestanden. So ganz großes Haus und die denken mir so, Scheiße. Und trau mich nicht. Und dann bin ich einfach wieder heimgegangen. Weißt? So schüchtern war ich. Und die Jungen sind nicht mehr so schüchtern. Natürlich gibt es immer noch Schüchterne. Aber die sind ein bisschen offener. Haben wahrscheinlich andere Pakete zum Tragen, so wie jede Generation. Aber ich mag die Jungen. Ich mag die jungen ganz Menschen. viel mit davon. Ich arbeite im Kindergarten. Und also ich habe jetzt meinen Zivildienst im Kindergarten gemacht. Ach, voll schön. Und ich habe auch Gen Alpha, aber komplett. Und es ist crazy, was die ab und zu sagen. Oder da fühle ich mich dann wirklich alt. Ja, oh Gott, wenn es bei dir schon anfängt, Ja. wird es nur mal schlimmer. Also optisch ist auf jeden Fall mal mein Typ, auch wenn er ein bisschen jung ist. Aber Oh. ich bin gespannt, jetzt Oh. ein bisschen vor allem Zeit mit ihm zu zweit zu haben. Und Glaubt ihr, Christopher würde hier mit dem Jungen küssen? So, wenn der Würfel jetzt kommt? Wahrscheinlich Das ist nicht, ein ne? Problem Nee, jetzt, nicht ja. vor Kamera. Aber es ist sein Typ. Oh, schöne Bilder. Zeit zu zweit. Zeit zu zweit. Auch schön geschrieben. Hier schön Kunstwerk. Also ich weiß nicht, wer es vom Team geschrieben hat, aber du kannst stolz auf dich sein. Es ist wirklich wunderschön. Ich kann es nicht besser. Und ich glaube, das ist dann wohl eure Zeit. Ich glaube, das ist leider Einer das zu viel, Stichwort. leider. Ich glaube, ich gebe euch das mal mit. Vielen Dank. Magst du das Bitteschön. ja? Sehr gerne. Viel Spaß. Okay, dann Danke. bis später. See you later. Ciao. Franz werden wir erst im Finale wiedersehen und er muss sich sichtlich zusammenreißen, Franz geht wieder. um David seinen Moment mit Christopher zu gönnen. Die zwei sind jetzt hier. Franz, wie immer, geht wieder Backoffice chillen, essen. Der wartet den ganzen Tag jetzt. Ein bisschen ab durch die Büsche. Aber ich meine, die Chancen sollen hier ja auch fair sein und möchte ja auch kein Spielverderber sein. Und von dem her lassen wir dir ein bisschen Spaß haben und dann gucken wir weiter. Die Musik ist Schöner top. Ring auf jeden Fall. Danke. Das ist mein Heiligtum. Dein Heiligtum. Ja, voll. Also die trage ich immer. Das heißt, auf Flohmärkten sieht man dich bei diesen ganzen Schmuckständen immer. Überall. Also überall, wo es Schmuck gibt, schaue ich mal vorbei. Okay, verstehe ich. Ich auch. Vintage shoppen gehe ich auch gern. Mach ich auch Secondhand. gerne. Beziehungsweise habe ich früher gemacht in meiner Studiezeit. Jetzt, wo ich Vollzeit arbeite, habe ich halt nicht mehr so viel Zeit zum Shoppen. Und dann Oh, er kommt schon in die Vaterrolle. Als ich damals, weil ich jung war, da habe ich. Lass mal's. also doch ein bisschen Online-Shopping, was jetzt aus Nachhaltigkeitsgründen auch nicht immer optimal ist. Ja, Wollen wir uns hier kurz hinsetzen? Ne? ja, fix können wir Kann man in machen. Ruhe reden und mal durchatmen. Voll. Ich finde David bisher super lieb, super spannend. Ich habe das Gefühl, wir sind schon sehr auf einer Wellenlänge. Ich habe gesehen, du hast da so ein kleines Okay, Tattoo. okay. Hast du noch mehr Favorit? Ja, voll. Also ich habe die Sonne. Ich auch. Ja, so cool. Oh, Zeichen. Ja, wir haben beide eine Sonne tätowiert. Who knows? Ich meine, es ist ein bisschen generischeres Motiv, sage ich mal. Die Sonne ist hell, strahlt Wärme aus und ich glaube, das tun wir beide auch in den Gesprächen miteinander, dass wir da einfach uns gegenseitig die Wärme geben wie die Sonne. Und Sonne ist einfach für mich ein sehr schönes Symbol. Ich habe auf der Brust einen Schriftzug und ich bin jetzt gerade dabei, mir so ein Beinsleeve, also nicht Sleeve, Oh, sondern wow. ein Patchwork aufzubauen. Jetzt bin ich schon neugierig am Bein. Magst du es mir vielleicht Ja, zeigen? sicher. Also das war mein erstes, das sind so ja, die sind schon süß. Muss man echt sagen. Ich find die wirklich süß, die zwei. Oder allgemein alle 4 bisher fand ich süß. So
Die haben so eine gewisse Wärme, weißt du? Die wollen halt sich einfach kennenlernen und es ist einfach süß. Wirklich. Gerne. Nein. Rundherum so ein Band. Das ist mein neuestes. Das ist so ein Oha, sehr schön. Wirklich asiatischer süß. Tiger, keine Ja. Ahnung. Da habe ich das Tattoo verpasst, Alter. Das ist so ein Ein Tiger. Geil, aber der hat ein bisschen, wie geht denn das da? Ein bisschen eingerenkt, oder? Der Tiger. Ich muss mich mal ein bisschen renken, Alter. Wie war halt schon denen? Wirklich, Alter. Sehen Tiger, muss denen. Weiter. Oha, sehr schön. asiatischer Tiger. Sehr schön. Sagt man auch immer, oder? Wenn man Tattoos sieht, sagt ja keiner, oder? Zum Tattoo so, wow, voll hässlich. So, ich meine, mein Tattoo da, weißt du, ist wirklich hässlich. Voll hässlich, wirklich hässlich. Als wäre im Häfen gewesen. Und da sagen die Leute, ja, cool, cooles Tattoo. Bullshit, hässlich. Aber witzig. Sehr cool. Dann habe ich auf meiner Wade so Gesichter. Das würde ich mir auch steicheln lassen. Also Gesicht ist auch arg, gell? Arg. Good choice. Er hat ein Tattoo, das würde ich Ich will auch 1 zu seine 1 Tattoos so sehen. nehmen, tatsächlich. Schau, jetzt habe ich ein bisschen. Er mag Zirkus, gell? So Zirkus hier, Zirkus da. Wie heißen die? Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, halt. Alles auf einer Hand, ne? Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und auch ein Zeichen, dass wir einige Sollte ich mir eigentlich Tattoo stechen lassen? Da, ha? So wie bei meiner zweiten TV-Show. Da schön Tattoo stechen, ha? Gemeinsamkeiten haben und was Ästhetik oder auch Style angeht, wahrscheinlich auf einer sehr gleichen Wellenlänge sind. Aber die Harmonie zwischen den beiden liegt nicht in allen Themen. David isst kein Fleisch. Bist du vegetarisch, vegan? Nein, leider nicht. Ich esse schon Fleisch momentan. Möchte ich langfristig gesehen aber schon reduzieren. Weil auch aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch aufgrund von Tierleid und so. Also wenn ich zum Beispiel hier überall die Kühe sehe, Ja, schmilzt voll. halt mein Herz. Und Reinbeißen gleich, oder? wenn ich darüber nachdenke, Voll, verstehe ich. was mit solchen Tieren auch passiert. Ja. Voll. Ich bin immer offen, neue Dinge zu lernen und auch vegan zu kochen. Also ich koche allgemein sehr gerne und ich kenne gute vegane Rezepte. Deswegen habe ich da jetzt kein Problem damit. Ich hoffe, er hat kein Problem mit mir. Ja. Trotz Vegan oder nicht, vegetarisch, vegan, Fleisch, ist echt ein Thema. Ja, die Massentierhaltung ist halt wirklich nicht so leibend. Ich habe eine Freundin, die ist da sehr tief in diesem Thema. Massentierhaltung ist halt wirklich nicht leibend. Ich esse auch Fleisch, hauptsächlich Chicken, wenn ich ehrlich bin, so Hühnchen und das ist auch Massentierhaltung. Ja, was schwieriges Thema, ne? Tatsächlich, so, es macht schon Sinn, darauf zu verzichten, aber kann ich nicht. Bin ganz ehrlich, ich will ja nicht. Ich will nicht auf Huhn verzichten oder auf Rind verzichten. Aber man kann schauen, dass man wenigstens beim Metzger das Fleisch kauft und nicht beim Spar oder beim Biller, weißt du. Das ist, sagt eh jeder. Ist eh, was jeder sagt. Tut man es wirklich? Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ich hatte schon eine Frau für eine längere Zeit, die war vegan. Oder vegetarisch zu der Zeit. Jetzt ist sie vegan. Und es lief super. Wirklich. Also, als Beziehung kann man gemeinsam, das funktioniert. Man darf halt nur nicht wütend sein auf einen Freund oder Freundin, wenn sie halt Fleisch isst. Oder weißt du, so, das ist das einzige Ding. Und wenn man das nicht kann, dann hast du schon einen roten Red Flag. Einen roten Red Flag sogar. Naja, wurde eh schon so oft thematisiert, das Ganze. Kurz mal reingeschnitten. dem Ja. demonstrativ Meine Meinung mal dazu harmonisch geben. wandern Fleisch- und Pflanzenesser Seite an Seite weiter. Und ich glaube, da wartet unser Beziehungstest. Beziehungstest. Sehr cool. Sagen wir mal mitten rein, oder? Der Beziehungstest Beziehungstest. findet in einer gemütlichen Hütte hier am Nummer 3. Schloss statt. Wirkt im ersten Moment alles ja unverdächtig. Aber das soll sich schnell ändern. Denn statt mir wird dieses Mal Elke durch den Test führen. Und Elke ist Christophers Mama. War die Mama! Das ist witzig. Michelle hat leider keine Zeit mehr. Da bin ich jetzt schnell eingesprungen. Geil, Mami. Das ist
Das ist verrückt. Das ist ja ultra süß. Ich wollte dich eigentlich damit überraschen. Ich wollte dich überraschen. Sie wusste von nichts. Ja, okay. Du weißt, vor einer Mutter bleibt nichts geheim. Ja, von dir nicht. Ein Freund, der ganz offensichtlich nicht dicht gehalten hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, da mitzumachen. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen können. Also das ging gar nicht. Das ist meine Mama übrigens. Das ist die Egg. Wird meine Mama da mitmachen, Alter? Das wäre interessant. Mama, würdest du da mitmachen? Bei so einer Show einmal. Da muss ich mal durchs Board fahren. Wäre schon witzig. Außerdem meine Schwester. Meine Schwester kommt ja nächste Woche. Bei der nächsten Folge. Da freue ich mich drauf. Okay. Hallo David, freut mich voll. Ja, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also, Voll süß. ja, total. Das war ganz diese Stimme. Ich träume wohl. Aber jetzt ist der Fokus halt da mehr bei der Mama, hier bei der Mama, als beim... Ich könnte weinen, wirklich. So schlecht von mir, also. Aber ja, beim Jungen. Weißt du, jetzt ist viel Fokus Mama. Die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. Ich war wirklich kurz schockiert und dachte, ich halluziniere oder so. Hattet ihr einen schönen Rundgang Ja. oder was immer ihr gemacht habt? Ja, ich würde schon sagen. Also ich habe die Zeit mit dir sehr genossen. Ja, voll. War cool. Ja, voll. Ja, und dann ist jetzt das große Finale mit mir. Ja, mit meiner Mama ist sehr intens. Die Endkontrolle sozusagen. Ich habe nämlich ein paar Fragen mitgebracht. Das ist der Beziehungstest die ich jetzt. gerne stellen würde. Oh, Geil, gute Idee. Hey, TV Friends, geile Idee. okay. Ja, perfekt, bitte. Ja? Möchten wir anfangen? Gerne. Okay. Wollen wir das anstoßen? Ja. Da brauche ich Alkohol, das Mal- sage ich euch. Jeder Folge saufen sie sich ja. Andererseits ist es ist sehr früh, es ist ein bisschen wie überfordernd. Aber ich liebe es. Also ich hatte das auch schon, dass ich mal nach dem Fortgehen ein Mädel kennengelernt habe und dann einfach mit ihr zu ihren Eltern gefahren bin. Also wir hatten nichts. Ganz kurz wieder eine Story. Aber ich bin dann mit ihr, bin ich dann zu ihrer Oma gefahren um 6 Uhr in der Früh, nach dem Fortgehen, und habe dann dort mit ihr bei den Großeltern geholfen, Holz zu hacken. Voll Restfett noch, also eigentlich noch betrunken. Ne? Holz hacken, den ganzen Abend mit Bruder, Mama, Papa. Der Papa hat uns vom Bahnhof abgeholt, weil wir sind von Wien nach Burgenland gefahren. Dort Holz hacken und dann hat es einen richtig geilen ungarischen Gulasch gegeben, weil die waren Ungarer, die Familie, also mit ungarischen Wurzeln. Und das war ein richtig schöner Tag. Ohne Schlaf, viel Restfett oder Holzhacken. Einfach schöne Zeit mit der Frau gehabt. Hab dann bei ihr dann geschlafen. Wir hatten nichts, ich hab bei der Couch geschlafen, war jetzt nichts Sexuelles, also, aber es war einfach ein wunderschöner Tag mit ihrer Familie. Und ich liebe es einfach, die Familie von einer Freundin, von der Frau, mit der ich date, so einfach kennenzulernen. Weil, weiß nicht, die Mama oder Papa, geil, oder Schwester, Bruder, Familie, Kinder. Schön, Kinder weniger. Okay, jetzt bin ich bereit. Jetzt bist du bereit? bereit. Okay, bereit für Frage 1. Frage 1, okay. Christopher kocht sehr gerne und sehr gut. Und wenn er ein Gericht kochen würde, bei dem er sich besonders viel Mühe geben würde, und du wärest das Gericht, was wärest du? Germknödel. Oh mein Gott. Ich wäre ein lange im Ofen gegarter veganer Braten mit Rotkraut und Knödel. Echt? Ja, das wäre ich. Das ist für mich so Und richtig warum? Weil du vegan Ja, bist, voll. oder? Okay. Weil es so viele. Hä? Was? Gutes. Und das bin dann ich, diese Fleischrolle. Aber Rotkraut und Knödel hört sich schon mal ganz gut an. Okay. Wenn wir zweimal alleine wären, und natürlich kommt man auf das Thema Christopher zu Ja. sprechen, würdest du über ihn reden? Also so Alles. versuchen, mir Ich Sachen will alles raushauen. rauszukitzeln, um irgendwas über ihn erfahren, oder lästern wir über ihn? Was Ich machen wir? glaube, wir würden nicht lästern, sondern wir würden uns über lustige Sachen über ihn austauschen. Also nichts Schlechtes, sondern einfach was Lustiges, was passiert ist, was du als Mama vielleicht auch kennst. Irgendwelche Angewohnheiten, die lustig sind. Ja. Wie sieht denn ein perfekter Sonntag aus mit Christopher an deiner Seite? Also
Ja, mir fällt gerade nichts ein. So ein perfekter Sonntag war für mich aufwachen, ausschlafen und ich liege gerne dann noch ein bisschen im Bett, dann vielleicht brunchen und ich finde einfach am Sonntag ist immer Zeit zu zweit. Also da muss ich gar nicht rausgehen, da kann man in der Wohnung bleiben. Klassisch. Entspannen, sich einen schönen Tag machen. Klassisch schön Sonntag, ne? Ganz noch kuscheln, Sex, kuscheln, Sex, kuscheln, Sex, kuscheln, Sex. Sonntag ist vorbei, man geht schlafen und dann muss man arbeiten. Christopher und ich, wir sind öfters mal unterschiedlicher Und nebenbei Serien schauen. Meinung und dann kann es auch schon mal zur Sache gehen. Glaubst du, würdest du eher versuchen zu schlichten oder glaubst du, du würdest bei irgendeinem Stellung beziehen? Wovon ist das? Ich glaube, es wird aufs Thema drauf ankommen, aber ich würde eher versuchen zu schlichten, weil mir dann doch wichtiger ist, dass eure quasi Beziehung in diesem Streit jetzt nicht irgendwie leidet, anstatt dass ich irgendwie meinen Punkt da jetzt noch mit reinbringe und irgendwie jemanden bestärke oder irgendwas, vielleicht dann die falsche Person bestärke. Bisschen reinhusten, Alter, was? Waschler hat auch gesagt. Waschler hat auch gesagt. Deswegen würde ich, glaube ich, versuchen, das zu schlichten. Okay. Und Liebe dann Jan. sind wir schon bei der letzten Frage. Gibt es bei dich in der Partnerschaft diese klassische Rollenaufteilung, so nach dem Motto, du machst jetzt mal das Badezimmer und ich mache die schönen Sachen im Leben? Oder denkst du, geteiltes Leid ist halbes Leid? Ich würde sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich bin vielleicht ein bisschen faul. Ja. Ich brauche ab und zu einen Tritt in den Hintern. Aber ich würde immer auch Sachen machen, die vielleicht nicht gern gemacht werden. Also das kann man sich schon aufteilen. Das ist überhaupt kein Stress. Nun Ja, jede andere Antwort wäre negativ, oder? Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt die Frage gestellt bekomme, natürlich aufteilen, oder? Gibt es wirklich Männer oder Menschen? Gibt es wirklich Menschen, die da eiskalt sagen, na, ich mach nichts. Ich mach nichts. Gibt es wirklich solche Menschen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich kenne keinen. Vielleicht schon, ich weiß nicht. an Elke zu beurteilen, ob der Test Eine andere Sache ist ja, ob er es wirklich macht. Ne? Sagen tut mir schnell einmal, ja, Hälfte, aber es machen, ja, da gibt es einige, was es dort nicht machen. Aber sagen, nein, ich mache von Anfang an nichts. bestanden und David ein geeigneter Partner für ihren Sohn Christopher wäre. Die Oh ja. erste Antwort hat mir gut gefallen, weil ich liebe Rotkraut. Nee. Das mit dem Lästern müssten wir noch mal besprechen, eventuell. Weil ich läster wirklich ganz gerne auch über meine Kinder. Das macht besonders viel Spaß. Also ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, schon ein bisschen bemüht, um das Richtige zu sagen. Der perfekte Siehst du? Sonntag, jo, war jetzt nicht so meine Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber meine Antwort. Aber deine So stelle ich mir den Antwort. perfekten Sonntag vor. Richtig. Schließlich ist es Christopher, um den es hier geht. Also Mama Elke, was ist dein Urteil? Aus meiner Sicht hast du den Beziehungstest bestanden und ich würde ihn mir schnappen und dich drücken. Oh, das wär schon heftig, oder? Wenn die Mama auf einmal sagt, hey, du kommst da nicht rein. Herzlich willkommen im Inner Circle. Der Inner Circle. Oh, jetzt essen. Bestanden? Ja. Er hat mich ja ordentlich überrascht. Alter. Ja. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, der David ist ein bisschen dünn, aber er ist Mami. so cute, wirklich. Er hat mir sofort gefallen und der war sofort bei mir da drin. Mama ist ehrlich. Man Er ist sieht wirklich ehrlich. ganz sympathisch und er lacht viel und ich glaube, dass man mit ihm ganz schön viel Spaß haben kann. Bist du zufrieden? Ja, ich Wäre bin- das denn ein potenzieller Schwiegersohn? Ja, auf Ja. jeden Fall. Die zwei. Ja, ich glaube, die gewinnen. Darf ich sie in die Ehe oder was soll ich das sagen? Das ist ja schon fast kitschig hier, oder? Ja. Hey, die mögen sich Spürst du wirklich. das als Mutter? Spürst du da ein bisschen Energie zwischen den beiden? Ja, ich hätte schon gesagt. Ich glaube, ich kriege jetzt gleich Tränen. Jetzt zeig es erst, die kriegen halt einfach Essen, urgutes Essen. Ich kann doch nicht sagen, was ich kriege, aber kein Essen. Ja. Urgutes Essen. Was ist da Ich habe los? schon gesagt, liege ich richtig? Akku ist leer. Ja, ich muss sagen, der erste Eindruck ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Freut mich, kann ich nur zurückgeben. Naja, es ist eigentlich schon gegessen. Aber kommen wir doch noch Ist zur eigentlich schon gegessen. entscheidenden Frage. Wollt ihr weiter miteinander gehen? Bitte einmal jeweils ankreuzen. It's a yes.
Ein Ja. Ja, das haben sie jetzt immer nicht mehr spannend gemacht, weil es so klar war. Harmonie, Liebe, Ah, schau dir das an, Alter. Nein, ich bin spät. aber halt. So, wir sind jetzt hier aber noch nicht am Ende. Also bitte macht euch ein Brot to go, weil es geht weiter noch. Also Okay, ja. die Wanderung. Es ist noch nicht vorbei. David, isst du das alles auf oder Nein. darf ich mal kosten? Bitte, nimm, bitte. Mir fällt gerade ein, bei meiner Show gibt es sogar was zum Essen. Aber Hey, bis später. nicht das, was ich will. Tschüssi. Baba. Ach, das fühlt sich aber gut an. Ja, ich will auch. Oh mein Gott. Schon. Ich würde sagen, er hat sehr sympathisch auf meine Mama gewirkt und das zeigt einiges, dass er auch einfach sich so schnell anpassen kann und so schnell öffnen kann und das ist eine Qualität, die ich wirklich sehr, sehr schätze. ja, ist aber auch eine coole Challenge, muss man sagen. Also mit der Mama, die ist gleich viel lockerer, gleich familiärer, was die Challenge, zum Beispiel mit dem Franz, wo man blind sein muss, ist halt nicht so boundend wie jetzt zum Beispiel das. Ne? Also tolle Folge, wirklich tolle Folge. Macht wirklich Spaß zum Schauen. Geile Folge. Ja, hallo. Die ist wirklich Beim cool. Finale treffen alle Kandidaten, die noch im Rennen um Christopher sind, wieder Und zusammen. perfekt in der Zeitlinie, weißt du? So, wenn man dort schaut, Sonne ist gerade noch nicht beim Untergehen. So, ich glaube, die Produktion war da in dieser Situation wirklich happy, weil alles lief richtig, alles lief nach Plan. Das sieht nach einem Tag aus, wo alles nach Plan lief. Super. Wo ich jetzt schon sagen kann, Folge 4 lief nicht alles nach Plan. Sehr souverän war das. Ja. Ja, schön, Alter. Nachdem heute schon so viel los war und hier noch ein Platz frei ist. Okay, ja. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Nein. Wirklich klar. Kommt ja noch einmal. Aber gerade noch geschafft. Jason, 27, Krankenpfleger aus Wien. Oh, Krankenpfleger, Alter. Man muss schon zugeben, Krankenpflegerinnen sind sexuell immer sehr aktiv. Also immer gut. Crazy. Meine Erfahrung. Was hast du da? Und damit Crazy. hätte ich wirklich nicht mehr gerechnet, Krankenschwestern, dass da noch crazy. ein Mann auf mich wartet heute. Ja, hallo. Ein bisschen verrückt, Christopher, freut mich. Hi, Jason. aber Spaß. Wirklich, also Super, super sympathisch. Der ist mit so einem Strahlen schon hergekommen. Dann bitte, please join us. ja, Du kriegst passt halt vom Alter besser. Surprise, surprise. Damit habe ich nicht gerechnet. Entschuldigung, ich habe leider ein bisschen zu viel reingetan. Er ist optisch top. Der hat 10 Minuten Zeit. Das könnte ich sein, Er ist Alter, wirklich. optisch top. Ja, das bin 10 ich. Minuten Zeit. Okay. Drüben haben wir schon was Wollen unser Bestes sein. vorbereitet für euch. Also bitte einfach Okay. jeden Tag 10 Minuten Speeddating kennenlernen. Passt, super. Gib nochmal alles all in. Bis gleich. Ganz kurz auch wieder Speeddating. Es ist ja jede Folge hat dasselbe Konzept, deswegen ist es jetzt kein Geheimnis mehr. Jedes Speeddating hat, also die Überraschung nimmt irgendwas mit. Oder von neuem muss ich ein bisschen anders machen. Also jede Überraschung kommt dorthin und die Produktion sagt zu der Überraschung, hey, in diesen 10 Minuten machst du jetzt Samba. Und deswegen geht er jetzt hin und sagt, hey, ich bin gut in Samba tanzen, lass uns Samba tanzen. So, jetzt hier können wir mal sehen, was der Jason gerne macht in der Freizeit und genau das werden sie jetzt in den 10 Minuten machen. Dann, Baba. Ja. Die Kandidaten haben sich heute für Da bin ich gespannt Christopher jetzt. ins Zeug gelegt. Was kann Jason jetzt also noch bieten, um das Herz des Prinzen Ja, zu Christopher, erobern? cooler Typ. Feier ich. Das ist es, sein Hobby. Oh, fuck, gib schon wieder. Mein Gott. Rückzug. Den kennenlernen. Die Sorry. Kandidaten haben sich heute für Christopher ins Zeug gelegt. Was kann Jason jetzt also noch bieten, um das Herz des Prinzen zu erobern?
hesitate no more, no more. Jason. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is a fate. I'm yours. Also er hat mitgewebt. Dass er diesen Mut beweisen kann, dass er mir hier was vorsingt direkt und Er ist schon auch wild. so sich ein bisschen verwundbar zeigt, fand ich super beeindruckend, super schön. Ja, muss man echt sagen, Jason, es ist ohne Spaß. Trau dich mal, jetzt dorthin zu kommen. Was die überall Kameras, die sagen, du singst jetzt ein Lied vor. Und dann stehst du da, er vorne und du trau dich das mal. Jason, Hero. Top, Jason. Oh, danke, voll schön. Bist du richtig talentiert. Danke dir. Auch sehr süße Lied war. Jason scheint sichtlich erleichtert, dass Na ja, Christopher sicher. Gefallen an seiner Darbietung gefunden hat. Cheers, vielen Dank. Für mich wurde noch nie ein Lied gesungen, Na, deswegen schau. freue ich mich da ganz besonders drüber. Machst du das auch beruflich irgendwie? Nee, also ich bin Vollzeit-Krankenpfleger. Ah, sehr Vollzeit. schön. Sozial- 12 Stunden. Ich bin im sozialen Bereich Das tätig. mag ich sehr gerne. Ja. Was machst du beruflich? Ich arbeite Geschichte. im Marketing einer Kosmetikfirma und betreue eine große Marke quasi für den österreichischen Markt. Oh, wow. Das ist so lustig, weil es spiegelt gerade so mich so in dem Sinne, weil ja, ich auch gern so Outfits, Sachen Ja? auf Social Media und Co. Ah ja? Vorstelle. Bist du Influencer? Mikro-Influencer. Upcoming Influencer? Ja, irgendwie ja jeder, oder? Jeder, der was da irgendwie mitmacht, macht dann auch privat so in diese Richtung. Ne? Ja. Also ich habe erst danach angefangen, ich habe erst nach der Show entschieden, ich will das machen. Diese Show ist der Grund, warum ich da bin. Diese Show ist der Grund, warum ich da bin. Warum ich das mache. Gratis, ohne Geld. Influencer, wie es, glaube ich, jeder derzeit ist. Aber ja, das ist auch so ein bisschen sehr Standbein. Also, was ist so dein Must-Have bei einem Partner? Humor, tatsächlich. Das ist was mir super wichtig ist. Ich bin Humor. Mensch, bei mir ist das Glas immer halb voll, ich sehe immer das Positive im Leben, optimistisch und ich lache halt sehr gerne, sehr viel und sehr laut. Okay. Also wenn man so ein stilles Mäuschen ist, können es vielleicht ein bisschen zu laut mit mir werden. Und dahingehend ist einfach Humor wichtig, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt, dass man Situationen nicht zu ernst nimmt und dass man vor allem immer das Beste aus auch blöden Situationen machen Oh ja. kann. Ja, genau. Und auch dort irgendwo das Schöne darin finden kann, mit einer Prise Humor vielleicht. True. Ja. Ja, Also, süß. Finde ich echt cool. Also, Auch das bisher beste Speed-Dating seit den ersten 3 Folgen. Also wirklich geil. Oh, was ist denn da, Alter? Was ist denn das, eine Biene? Also, wenn das eine Biene wäre, ich würde da nie so, schau wie er lächelt da ist Biene. Alter, ich würd da aufstehen und wegrennen, Alter. Ich bin wirklich, ich habe keine Phobie, außer Bienenphobie. Oder Wespen, Alter. Wow. deine Art, also ich mag den Vibe. No, hat er Ja. halt so gemacht, Also, oder? Finde ich, So. find ich echt cool. Also Ja? deine Art. Boah, also geh ich mag weg. den Vibe. Lass mich in Ruhe. Ja, ebenfalls. So, dann würde ich nochmal anstoßen. Auf dich nochmal vielen Dank für diesen Danke. Auftritt. Ich Dass fand's ich wirklich jetzt kommen wunderbar. durfte. Ja, Ja, wird wahrscheinlich trotzdem nein, ne? würde ich Ist halt, sagen. Wir stoßen jetzt auf die anderen. Ja, ich glaube, wir kehren langsam Sehr. zurück. Yes. ja, ist halt das Problem, ne? Du hast halt nur 10 Minuten, dann musst du mal dein Hobby machen, ein bisschen singen. Das Singen dauert 3 Minuten, ne? 4 Minuten, ne? Und dann redest du halt, ne? Ja, schwierig. Also ich finde, das Überraschung zu gewinnen ist wirklich schwierig. Eigentlich keine Chance. Eigentlich hast du als Überraschung keine Chance. Unmöglich. Unmöglich, dass der gewinnt. Dann schauen wir, was der Abend noch so bringt. Yes. Das, was ich jetzt von Jason kennengelernt habe, fand ich super, super sympathisch und es ist ja ihm gegenüber auch fast ein bisschen unfair, dass er jetzt nur so kurze Zeit hat aber Ja. natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ne? Ja, hallo. Ja, spannend. Weil wenn der jetzt gewinnt, dann habe ich voll im Bullshit geredet. Schon den herrlichen Setzen wir uns Klang aus der Ferne Aber der ist halt vom Alter besser, gell? Erzähl's mal.
Ja, ich wurde total überrascht. Schon wieder von dir. Das ist halt jetzt nicht mehr aus. Gell? Ja, Keine jetzt wird langsam noch eine Überraschung und ich habe Herzkasperl. Ich sag, wie es ist. Keine zeittechnisch. Überraschung ist die finale Fragerunde. Dann zücke ich mal die Karten. Los geht's! Wie werden sich die Kandidaten entscheiden? Und wen wird Christopher wählen? Gut ist er jedenfalls mit allen ausgekommen. Und sie auch mit Christopher. Alle werden ja sagen. Also egal, was jetzt passiert, es war so ein schöner Tag. Es hat mich so gefreut, euch Alle alle nehmen. kennenzulernen. Das war wirklich, jedes Gespräch hat mich so gecatcht und ihr wart alle so lieb und sympathisch. Ich habe dich alle anstrahlen. Ja, super Das ist ja Gruppe. krass, oder? Ja, ein bisschen nervös bin ich jetzt schon. Aber nicht nur du. Upsala. Ei, Bisschen nervös Mensch. bin Aber wir schauen uns jetzt an. Also, Schluss mit lustig. Her mit den Karten. Einfach nur kurz, ich wollte einfach nur kurz den Moment nochmal genießen. Die Aussicht. Da die Berge. Hier die 4 Jungs. Ja. Wollte jetzt einfach mal anschauen, das Bild, weil es echt ein cooles Bild ist. Es ist einfach eine coole Situation, wie sie alle sitzen. Jeder strahlt so sehr. Also es ist wirklich coole Leute, coole Kandidaten. Es ist wirklich, wirklich, wirklich eine gute Folge. Dankeschön. Ihr habt überall den Namen draufgeschrieben. Dankeschön. Uiuiui. So. Also vom Jason hast du ein Ja. Jason will auch. Also wäre schon ein. Er kriegt ja vor allem ein Ja. Vor Der allem. Franz hat sich auch für dich entschieden. Natürlich. Warum sollte jetzt Nein sagen? Seien wir uns ehrlich, warum sollte jetzt Nein sagen? Es macht keinen Sinn, dass ich jetzt da in dem Bereich Nein sage. Oder ich warte den ganzen Tag über Date gehabt, ich habe ja schon Ja gesagt und dann soll ich auf einmal Nein sagen. Letzte Woche, genau, Lukas, Alter. Brennhase, Alter. Brennhase, Lukas. Oh Mann. Ja, der David hat sich auch für dich entschieden. Oh, die Qual der Wahl. Dann kommen wir jetzt zu dir. Alle Der drei nehmen. Christopher Einfach alle 3. hat sich für den David entschieden. David! Der Junge, der Jungspund. Jung haltet frisch. Ja, Jason auch. Ja, top. Alle 3 top. Das ist schon mal so ein coolen Date. Oh, ja. Mua. Schön. Aber ein bisschen zu früh gestoppt vorher. Schön. Nein, glaube ich nicht. Das ist schon sehr süß. Ach, wie herrlich. Ein Happy End für David und Das Christopher. haben Sie vergessen? Euch beiden darf ich mich jetzt verabschieden. Dankeschön, Franz. Danke, dass du dabei warst, Papa. Danke. Komm gut heim. Top-Folge. Und wenn du einmal dabei sein möchtest, dann Dann bewirb dich jetzt. bewirb dich jetzt, Alter. Willst du mit mir? Ja, geh! Come on! Folge 3, Top-Folge. Wirklich, TV Friends, Michelle, alle zusammen. Top, top, top. Und kommt da noch was? Na. Wirklich top. Kann man echt nichts sagen. Gefällt mir wirklich. Ich mag mich da nicht selber singen. Ja, Folge 3, Fazit. Geile, geile Folge. Sind wir uns ehrlich, hat mir wirklich taugt. Ich hoffe, meine Folge wird genauso geil. Ich habe keinen Plan. Und ja, beste Folge bisher. Ich schaue immer da wieder. Da muss ich hinschauen. Da in die Kamera. Also, Top-Folge. Jetzt habe ich schon wieder Faden verloren, Alter. Wirklich. Lassen wir's einfach. Folge 3, top. Nächste Woche, ich sage immer nächste Woche, nächste Folge, Folge 4 kommt mit meiner Schwester. Ich versuche das irgendwie hinzubekommen, technisch gesehen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Folge 4, weil da kommt ein Freund von mir vor. Das ist sehr lustig. Ein Arbeitskollege, der hat sich beworben wegen mir. Und wie das dort gelaufen ist, erzähle ich euch dann nächste Woche. Also, danke euch wieder fürs Zuschauen und geile Folge. Trommelwirbel, Spezialeffekte. Ciao. Ja, reicht schon wieder. Und beenden.